Achtes Buch, Teil 3 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. OSIANDER. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am Ende des nämlichen Sommers geschah es, dass von Athen 1000 schwer bewaffnete Athener und 1500 Argiver gleicher Waffe, da die Athener 500 leichten argivischen Truppen schwere Rüstung gegeben hatten und 1000 von den Bundesgenossen auf 48 Schiffen, worunter auch Frachtfahrzeuge für das Fußvolk waren, unter Anführung des Phrynichos und Onomakles und Skeronides nach Samos absegelten und nach Milet übersetzten, in dessen Nähe die Mannschaft ein Lager bezog. Die Milesier machten nun einen Ausfall, woran 800 schwer Bewaffnete aus der Stadt und die Peloponnesier, welche mit Chalcideus angekommen waren, und einige gemietete Hilfsvölker des Tisaphanes, auch Tisaphanes, der persönlich da war, und seine Reiterei teilnahmen und den Athenern und deren Verbündeten ein Treffen lieferten. Die Argiver dehnten ihren Flügel zu weit vorwärts aus und rückten aus Verachtung gegen die Ionier, als ob diese ihrem Angriffe nicht standhalten würden, in zu großer Unordnung vor, wurden daher von den Milesiern besiegt und verloren etwas weniger als 300 Mann an Toten. Die Athener aber besiegten zuerst die Peloponnesier und drängten auch die Barbaren und den übrigen Heerhaufen zurück, ohne mit den Milesiern ins Handgemenge zu kommen, sondern da diese nach der Niederlage der Argiver, als sie ihr übriges Heer geschlagen sahen, in die Stadt sich zurückzogen, so nahmen die Athener als Sieger nunmehr bei der Stadt Milet selbst eine feste Stellung. In diesem Treffen fügte es sich, dass die Ionier über die beiderseitigen dorischen Völkerschaften die Oberhand hatten, denn die Athener schlugen die ihnen entgegenstehenden Peloponnesier und die Argiver wurden von den Milesiern besiegt. Die Athener errichteten nun ein Siegeszeichen und trafen Anstalten zur Belagerung durch Ummauerung, da der Ort auf einer Landenge lag, in der Hoffnung, dass, wenn sie Milet auf ihre Seite brächten, die übrigen Plätze ohne Mühe ihnen zufallen würden. Indessen wurde ihnen spät abends die Nachricht gebracht, dass die 55 Schiffe vom Peloponnes und aus Sizilien im Anzuge und ganz nahe seien, denn zumeist auf Betrieb des Syrakusiers Hermokrates, dass man mit vereinten Kräften an dem völligen Sturze der athenischen Macht arbeiten solle, kamen von den sizilischen Griechen 20 syrakusische und 2 selinuntische Schiffe und zugleich von den peloponnesischen, die man ausrüstete, so viele als schon fertig waren. Theramenes, der Lacedämonier, hatte den Auftrag erhalten, beide zusammen dem Flottenführer Astyochos zuzuführen. Diese liefen zuerst auf der Insel Leros bei Milet ein, dann aber, als sie hörten, dass die Athener bei Milet stünden, steuerten sie zuerst in den Jasischen Meerbusen, um über die Lage von Milet sich zu erkundigen. Von Alcibiades, der zu Pferde nach Tichyussa im milesischen Gebiete kam, in welcher Gegend des Hafens sie eingelaufen waren und ein Lager bezogen hatten, erfuhren sie die Umstände des Treffens. Denn Alcibiades war dabei gewesen und hatte auf Seiten der Milesier und des Tisaphanes mitgefochten. Dieser redete ihnen nun zu, wofern sie nicht Ioniens Macht und den ganzen Plan vernichtet wissen wollten, aufs schleunigste Milet zu Hilfe zu eilen und nicht zu dulden, dass die Stadt ganz eingeschlossen werde.
Sie schickten sich nun an, mit Anbruch des Morgens aufzubrechen. Phrynichus aber, der athenische Anführer, der von Leros aus genaue Kunde von der Flotte hatte, erklärte, als seine Mitbefehlshaber da bleiben und ein entscheidendes Seetreffen liefern wollten, dass er dieses nicht tun, noch auch ihnen oder sonst jemand, so viel auf ihn ankomme, gestatten werde, denn da man später einmal nach genauer Erkundigung der Stärke der feindlichen Flotte, wenn man bestimmt wisse, wie viel man von eigenen Schiffen dem Feinde entgegenstellen könne und sich zuvor hinlänglich in Ruhe gerüstet habe, Gelegenheit haben werde, sich zu schlagen, so werde er nie durch die Rücksicht auf schmähliche Nachreden sich bewegen lassen, unvernünftigerweise alles aufs Spiel zu setzen, denn es sei nicht schimpflich, wenn Athener nach Maßgabe der Umstände mit ihrer Flotte sich zurückziehen. Weit schimpflicher werde ihr Los sein, wenn sie, unter welchen Verhältnissen es auch geschehen möge, geschlagen würden. Auch würde der Staat nicht allein in Schande, sondern auch in die größte Gefahr geraten, da derselbe nach den erlittenen Unglücksfällen kaum mit der sichersten Rüstung aus freiem Antriebe, selbst kaum im dringendsten Zwangsfalle es wagen dürfe, zuerst anzugreifen, geschweige denn ohne äußere Nötigung in selbstgewählte Gefahren sich zu stürzen. Er riet also schleunigst die Verwundeten, das Landheer und alle mitgebrachten Gerätschaften auf die Schiffe zu bringen, aber die Beute aus dem feindlichen Lande zurückzulassen, um die Schiffe zu erleichtern und so nach Samos abzusegeln, daselbst sämtliche Schiffe zu versammeln und dann von dort aus, wenn sich Gelegenheit darböte, anzugreifen. Diesen seinen Vorschlag führte er auch aus, und Phrynichus erprobte sich nicht allein in diesem Falle, sondern auch später, und nicht bloß in dieser Beziehung, sondern auch in allen ihm aufgetragenen Geschäften als einen nicht unverständigen Mann. So brachen die Athener gleich an diesem Abend, ohne ihren Sieg zu vollenden, von Milet auf, und die Argiver schifften in Eile aus Ärger über den erlittenen Unfall von Samos nach Hause zurück. Die Peloponnesier brachen mit der Morgenröte von Tychiussa auf und liefen in die Stellung ein, welche die Athener verlassen hatten, blieben dort einen Tag und wollten am folgenden, nachdem sie auch die chiischen Schiffe an sich gezogen, auf welche früher mit den Schiffen unter Chalcideus Jagd gemacht worden war, wieder zu ihren Gerätschaften nach Tychiussa zurücksegeln, wo sie dieselben ausgeschifft hatten. Als sie dort ankamen, erschien Tissaphernes mit seinem Landheere und machte ihnen den Vorschlag, nach Iasos zu segeln, in dessen Besitz sein Feind Amorges sich behauptete. Sie rückten nun plötzlich vor Iasos und griffen es an, und da man dort nichts anderes vermutete, als dass es attische Schiffe seien, so eroberten sie die Stadt. Bei diesem Vorfalle erwarben sich die Syrakusier am meisten Lob. Amorges, Pisutnes natürlicher Sohn, welcher gegen den Perserkönig sich empört hatte, nahmen die Peloponnesier lebendig gefangen und übergaben ihn dem Tissaphernes, um denselben, wenn es ihm so gefiele, dem König zuzuführen, wie dieser ihm aufgetragen hatte. Iasos wurde ausgeplündert, und das Heer bekam sehr viele Schätze, denn der Ort war von alters her reich. Die Mietvölker in Amorges Gefolge zogen sie an sich und ließen sie,
ohne ihnen ein Leid zuzufügen, in ihre Reihen treten, weil die meisten aus dem Peloponnese waren. Das Städtchen überlieferten sie dem Tissaphernes nebst allen Gefangenen, Freigeborenen und Sklaven, für welchen sie einen dariken Stater für den Kopf zu erhalten, sich ausbedungen hatten. Hierauf gingen sie nach Milet zurück. Da die Lazedämonier den Pedaritos, Leons Sohn, als Befehlshaber nach Chios bestimmten, so sandten sie ihn mit den Hilfstruppen des Amorges auf dem Landwege bis Erythräe und wiesen dem Philippus dort zu Milet die Befehlshaberstelle an. So endete der Sommer. Im nachfolgenden Winter, nachdem Tissaphernes Iasos in Verteidigungsstand gesetzt hatte, erschien er zu Milet und teilte, wie er zu Lazedämon sich anheischig gemacht, den Monatssold von einer attischen Drachme auf den Mann unter sämtlichen Schiffen aus, erklärte aber, in Zukunft nur 3 Obolen geben zu wollen, bis er bei dem König angefragt hätte. Wenn dieser es befehle, so wolle er die ganze Drachme bezahlen. Weil aber der syrakusische Anführer Hermokrates dagegen Einwendungen machte, da nämlich Theramenes nicht Oberbefehlshaber der Flotte war, sondern nur den Seezug mitmachte, um die Schiffe dem Astyochos zu übergeben, so behandelte er die Angelegenheit des Soldes mit lässiger Nachgiebigkeit. So wurden doch auf je 5 Schiffe jedem Manne mehr als 3 Obolen zugestanden, denn für 5 Schiffe gab er des Monats 3 Talente, und die übrigen wurden, je nachdem es mehr Schiffe waren als obige Zahl, nach demselben Verhältnisse besoldet. Da in demselben Winter bei den Athenern auf Samos von der Heimat noch weitere 35 Schiffe mit den Anführern Charminus, Strombichides und Euktemon angelangt waren und sie die sämtlichen Schiffe von Chios und die übrigen an sich gezogen hatten, so entschlossen sie sich nach erfolgter Verlosung der Geschäfte teils bei Milet ein Geschwader aufzustellen, teils eine Flotte von Landtruppen gegen Chios zu senden. Dies wurde auch vollzogen, denn Strombichides, Onomakles und Euktemon, welchen dieses Los zugefallen war, segelten mit 30 Schiffen und einem Teile der 1000 gegen Milet früher ausgezogenen schwer bewaffneten, welche sie auf Frachtschiffen mit sich führten, gegen Chios. Die übrigen blieben mit 74 Segeln bei Samos, behaupteten das Übergewicht in diesen Gewässern und trafen Anstalt zu einem Seeangriff gegen Milet. Astyochos war damals gerade in Chios damit beschäftigt, zur Verhinderung des Verrats Geiseln auszuheben. Als er aber vernahm, dass die Schiffe unter Theramenes angelangt seien und es mit der Bundesgenossenschaft besser stehe, so nahm er 10 peloponnesische und 10 chiische Schiffe, stach in die See und berennte Peteleum. Als er diesen Ort nicht erobern konnte, fuhr er nach Klazomene und forderte die Stadt auf, zu seiner Partei überzutreten und die athenisch Gesinnten in das innere Land nach Daphnos zu versetzen. Sein Ansinnen unterstützte auch Thamos, der Unterstatthalter von Ionien. Als sie ihm aber nicht Folge leisteten, so machte er einen Angriff auf die unbefestigte Stadt, konnte sie jedoch nicht erobern. Er segelte also mit frischem Winde davon. Er selbst begab sich nach Phokäa und Cyme. Die übrigen Schiffe legten bei den klazomenischen Inseln Marathussa, Pele und Drymossa an, und da sie der Winde wegen 8 Tage daselbst verweilen mussten, so plünderten und zerstörten sie zum Teil die dorthin geflüchtete Habe der Klazomenier,
Zum Teil luden sie dieselbe auf ihre Schiffe und fuhren nach Phokäa und Cyme zu Astyochos. Während er sich daselbst aufhielt, kamen zu ihm Gesandte der Lesbier, welche wieder von Athen abfallen wollten. Er für sich wurde für ihren Vorschlag gewonnen. Da aber die Korinther und die übrigen Verbündeten wegen des früher misslungenen Unternehmens keine Lust dazu hatten, so brach er auf und fuhr nach Chios. Die Schiffe aber wurden durch Stürme zerstreut und langten später auf verschiedenen Wegen in Chios an. Hierauf kam Pedarytos, welcher damals auf dem Landwege von Milet heranrückte, nach Erythräe und setzte mit seinem Heere nach Chios über, denn er hatte die von den 5 Schiffen unter Chalcideus noch übrigen Truppen gegen 500 Mann mit schweren Rüstungen bei sich. Da nun einige Lesbier ankündigten, dass sie von Athen abfallen wollten, so besprach sich Astyochos mit Pedarytos und den Chiern darüber, dass man mit der Seemacht sich ins Mittel schlagen und den Abfall der Lesbier unterstützen sollte, denn entweder werden sie die Zahl ihrer Verbündeten vermehren oder doch, auch auf den Fall des Misslingens, den Athenern schaden. Aber er fand kein geneigtes Gehör, und Pedarytos erklärte, dass er ihm die Schiffe der Chier nicht überlassen könne. Jener nahm nun 5 Schiffe von den Korinthern und ein 6. aus Megara und ein hermionisches und die lakonischen, die er selbst mitgebracht hatte, und fuhr nach Milet, um dort den Oberbefehl zur See zu übernehmen, indem er heftige Drohungen gegen die Chier ausstieß, dass er ihnen gewiss nicht helfen wolle, wenn sie in Not seien. Er legte dann bei Korykos im erythräischen Gebiete an und wollte da selbst die Nacht zubringen. Die Athener aber, welche mit ihrer Kriegsmacht auf der Fahrt von Samos gegen Chios begriffen waren, legten sich auch an der anderen Seite des Vorgebirges vor Anker, so dass nur dieser Berg sie trennte, ohne dass sie einander bemerkten. Als darauf um die Nachtzeit ein Schreiben von Pedarytos einlief, dass gefangene Erythräer von Samos in Erythräe angekommen seien, die man, um Verrat zu stiften, freigelassen habe, so lief Astyochos wieder nach Erythräe aus, und es fehlte sehr wenig, dass er auf die Athener gestoßen wäre. Pedarytos steuerte auch zu ihm hinüber, und als sie bei der Untersuchung derer, die als Verräter angegeben waren, fanden, dass alles nur eine Erdichtung war, um den Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, sich aus Samos zu retten, so sprachen sie dieselben von der Schuld frei und segelten wieder ab. Der eine nach Chios, der andere kehrte seinem Vorhaben gemäß nach Milet zurück. Indessen stieß das athenische Heer, als es vor Korykos herumsegelte, in der Gegend von Aginus auf 3 Kriegsschiffe der Chier und machte Jagd auf sie, sobald es dieselben ansichtig wurde. Da trat ein gewaltiger Sturm ein, und die Chier entrannen mit genauer Not in den Hafen. Aber 3 athenische Schiffe, welche am schnellsten auf jene losgegangen waren, wurden hart beschädigt und bei der Hauptstadt von Chios auf den Strand geworfen. Die Mannschaft wurde teils gefangen, teils getötet. Die übrigen nahmen ihre Zuflucht zu einem Hafen am Mimas, genannt Phönikos. Von dort aus kamen sie nach Lesbos, legten sich daselbst vor Anker und trafen Anstalten zu einer Belagerung. Aus dem Peloponnese lief in demselben Winter der Lazedämonier Hippokrates mit 10 thurischen Schiffen
geführt von Dorieus des Diagoras Sohne und 2 andern und einem lakonischen und einem syrakusischen aus und schiffte nach Cnidus, welches bereits auf Anstiften des Tissaphernes abgefallen war. Als die in Milet ihre Ankunft erfuhren, so geboten sie ihnen mit der Hälfte des Geschwaders Cnidus zu decken und mit den anderen Schiffen bei Triopium die von Ägypten herannahenden Frachtschiffe aufzufangen. Triopium aber ist ein Vorgebirge längs des Snidischen Gebietes mit einem Tempel des Apollo. Als die Athener dies erfuhren, schifften sie von Samos herbei und nahmen die 6 Schiffe, die bei Triopium Wache hielten. Die Mannschaft derselben entkam. Dann landeten sie vor Cnidus, versuchten einen Sturm auf die unbefestigte Stadt und hätten sie beinahe erobert. Den folgenden Tag erneuerten sie den Angriff. Da man aber die Nacht hindurch die Stadt besser verschanzt und die von Triopium entflohene Schiffsmannschaft sich hineingeworfen hatte, so vermochten sie derselben nicht mehr so viel Schaden zu tun. Sie zogen also wieder ab und schifften sich nach Verheerung des Snidischen Gebiets nach Samos ein. Ende von Achtes Buch, Teil 3. Achtes Buch, Teil 4 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C.N. OSIANDER. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als um dieselbe Zeit Astyochos zur Flotte nach Milet kam, hatten die Peloponnesier in ihrem Standlager noch Überfluss an allem. Der Sold wurde ihnen reichlich geliefert und die Soldaten hatten noch zu ihrer Unterstützung die große Beute, welche sie in Iasos gemacht. Auch gaben die Milesier bereitwillig die Kriegsbedürfnisse her. Der erste Vertrag aber mit Tissaphernes, welchen Chalcideus geschlossen hatte, schien den Peloponnesiern ungenügend und nicht eigentlich zu ihrem Vorteil eingerichtet zu sein. Daher schlossen sie noch in Anwesenheit des Theramenes einen zweiten ab, folgenden Inhalts: Vertrag der Lazedämonier und ihrer Verbündeten mit dem König Darius und den Söhnen des Königes und Tissaphernes. Friede und Freundschaft soll bestehen unter folgenden Bedingungen: Alle Gebiete und Städte, so dem Könige Darius gehören oder seinem Vater oder seinen Vorfahren gehörten, sollen von den Lazedämoniern und deren Verbündeten nicht in feindlicher oder sonst nachteiliger Absicht betreten werden. Auch sollen weder die Lazedämonier noch deren Verbündete aus solchen Städten Abgaben eintreiben. Dagegen sollen auch König Darius und die Untertanen des Königes nicht in feindlicher oder sonst nachteiliger Absicht gegen die Lazedämonier oder deren Verbündete ausziehen. Sollten die Lazedämonier und deren Verbündete der Hilfe des Königes oder der König der Lazedämonier und ihrer Verbündeten irgend bedürfen, so soll es als Recht gelten, das zu tun, worüber sie gegenseitig übereinkommen werden. Den Krieg gegen die Athener und deren Verbündete wollen beide Teile gemeinschaftlich führen. Der König soll für so viele Truppen, als sich auf sein Ansuchen in seinem Gebiete befinden, die Kosten der Unterhaltung liefern. Sollten die Truppen irgendeines Staates, der mit dem Könige in Vertrag getreten ist, in das königliche Gebiet einfallen, so sollen es die andern
verwehren und dem Könige nach Kräften beistehen, und wenn jemand aus des Königes Gebiete oder aus den Ländern, die dem Könige untertan sind, in das Gebiet der Lazedämonier oder ihrer Verbündeten einfallen sollte, so soll der König es verwehren und jenen nach Kräften beistehen. Nach Abschließung dieses Vertrages übergab Theramenes dem Astyochos die Flotte, schiffte sich auf einem Schnellsegler ein und verschwand. Die Athener aber, welche bereits von Lesbos nach Chios mit ihrer Kriegsmacht wieder herübergekommen und zur See und zu Lande Meister waren, befestigten Delphinium, einen Ort, der von der Landseite schon fest war und Ankerplätze hatte und von der Stadt der Chier nicht weit entfernt lag. Die Chier aber, deren Mut durch die vielen früheren Gefechte erschüttert war, welche überdies gegeneinander selbst nicht in der besten Stimmung waren, sondern weil Pedaritus den Tydeus, Ions Sohn, und seine Partei wegen Hinneigung zu Athen bereits hatte hinrichten lassen und die übrigen Bürger nur durch Zwang kaum in Ordnung gehalten wurden, argwöhnische Gesinnungen gegeneinander hegten, verhielten sich ruhig, und aus diesen Gründen schienen ihnen weder sie selbst noch auch die Hilfsvölker unter Pedaritus fähig, sich mit dem Feinde zu messen. Doch schickten sie nach Milet und forderten Astyochos auf, ihnen zu Hilfe zu kommen. Als dieser es verweigerte, so schrieb Pedaritus seinetwegen nach Lazedämon und klagte ihn als einen pflichtvergessenen Mann an. So standen die Angelegenheiten der Athener in Chios. Ihre Flotte von Samos rückte nun zwar gegen die vor Milet mehrmals an, da diese aber nicht gegen sie ausliefen, so kehrten sie nach Samos zurück und verhielten sich ruhig. In demselben Winter, um die Zeit der Sonnenwende, brachen die 27 Schiffe, welche von den Lazedämoniern für Pharnabassus zufolge der Unterhandlungen des Kalikitos aus Megara und des Timagoras aus Cyzicus ausgerüstet worden waren, vom Peloponnes auf und segelten nach Ionien unter Anführung des Spartiaten Antisthenes. Die Lazedämonier sandten auch 11 Spartiaten als beratende Behörde für Astyochos mit, worunter Lichas des Arcesilaos Sohn war, mit dem Auftrage, wenn sie nach Milet gekommen wären, sowohl für das übrige gemeinschaftlich Vorsorge zu treffen, wie es am besten einzurichten wäre, als auch diese Schiffe selbst oder auch mehr oder weniger, wenn sie es für gut fänden, nach dem Hellespont zu Pharnabassus zu senden, für welche Klearchus des Ramphias Sohn, der sich auch auf der Flotte befand, als Anführer bestimmt war. Den Astyochos, wenn es den Alfen so gefiele, seiner Seebefehlshaberstelle zu entsetzen und diese dem Antisthenes zu übertragen, denn jener war ihnen durch die Briefe des Pedaritus verdächtig geworden. Dieses Geschwader segelte nun von Malea aus in die offene See, legte bei Melos an, traf dort 10 athenische Schiffe, nahm 3 derselben, jedoch ohne die Mannschaft, und verbrannte sie, weil sie nun fürchteten, es möchten die athenischen von Melos entronnenen Schiffe, wie dies auch wirklich geschah, denen zu Samos ihre Annäherung melden, so machten sie aus Vorsicht einen Umweg, richteten ihren Lauf nach Kreta und liefen bei Kaunos in Asien ein. Da glaubten sie sich in Sicherheit und schickten eine Botschaft zu der Flotte bei Milet, um unter ihrer Bedeckung dorthin zu kommen.
Um dieselbe Zeit verlangten die Chier und Pedaritos von Astyochos seiner Zögerung unerachtet durch ausgeschickte Boten, er sollte ihnen, da sie vom Feinde belagert werden, mit seiner gesamten Flotte zu Hilfe eilen und nicht untätig zusehen, wie der größte unter den verbündeten Staaten Ioniens vom Meere abgeschnitten und zu Lande durch Raubzüge verheert werde. Denn die Sklaven, deren es in Chios sehr viele gab und die in dieser Stadt außer Lazedämon am zahlreichsten waren und ihrer Menge wegen für ihre Vergehungen ziemlich hart bestraft wurden, liefen, sobald das athenische Heer in seinen Verschanzungen sich festgesetzt zu haben schien, sogleich in Masse zu denselben über und richteten wegen ihrer Ortskunde den größten Schaden an. Die Chier ließen nun dem Astyochos sagen, er solle ihnen zu Hilfe kommen, solange noch etwas zu hoffen und es möglich sei, den Feind abzuwehren. Jetzt, wo die Verschanzungen Delphiniums, an denen man arbeite, noch unvollendet seien, da die Athener um ihr Feldlager und ihre Flotte noch stärkere Schutzwehren zu errichten im Begriffe seien. Astyochos hatte zwar wegen seiner früheren Drohung nicht im Sinne gehabt, ihnen zu helfen, doch da er die Bundesgenossen der Sache geneigt sah, so entschloss er sich, es zu tun. Indessen kam von Kaunos die Nachricht, dass die 27 Schiffe nebst der beratenden Behörde aus Lazedämon angekommen seien. Da dachte er, alles andere sei nicht so dringend als die Herbeiholung einer so zahlreichen Flotte, um das Übergewicht zur See zu erringen und die sichere Geleitung der Lazedämonier, welche jedoch kamen, um sein Betragen zu beaufsichtigen. Er gab daher sogleich das Unternehmen gegen Chios auf und segelte Kaunos zu. Im Vorbeifahren landete er bei dem meropischen Kos und ließ die unbefestigte Stadt, welche gerade durch ein Erdbeben, das heftigste, das seit Menschengedenken sich dort ereignete, in Trümmer gesunken war, ausplündern, da die Einwohner sich in die Gebirge geflüchtet hatten. Er durchstreifte das Land und raubte alles, ausgenommen die Freigeborenen, welche er wieder entließ. Von Kos kam er bei Nacht nach Cnidos und wurde durch die dringenden Bitten der Einwohner genötigt, sein Schiffsvolk nicht aussteigen zu lassen, sondern ohne Rast und Verweilen gegen die 20 athenischen Schiffe zu segeln, mit welchen Charminos, einer der Anführer von Samos, jenen 27 aus dem Peloponnese herankommenden Schiffen auflauerte, welchen auch Astyochos jetzt entgegenfuhr. Die in Samos hatten nämlich von Melos aus ihre nahe Ankunft erfahren und die Gegenden von Syme, Chalce, Rhodos und Lycien hatte Charminos zu Standorten für seine Beobachtungen, denn bereits hatte er erfahren, dass jene sich in Kaunos befanden. Astyochos steuerte also ohne weiteres auf Syme zu, ehe seine Anwesenheit ruchtbar wurde, ob er etwa die Schiffe irgendwo auf der hohen See überraschen könnte. Aber ein Regen und der neblichte Himmel machten, dass seine Schiffe sich in der Dunkelheit verirrten und in Unordnung gerieten, und mit Tagesanbruch, während seine Flotte noch zerstreut war, wurden die Athener ihren linken Flügel ansichtig, indes der andere noch bei der Insel in der Irre umherfuhr. Charminos und die Athener segelten nun in Eile mit weniger als 20 Schiffen zum Angriff heran, in der Meinung, jenes Geschwader sei das von Kaunos, welches sie beobachteten.
Gleich im ersten Anlaufe versenkten sie 3 Schiffe und beschädigten andere und waren bis dahin in dem Kampfe im Vorteil, bis die größere Zahl der feindlichen Schiffe unvermutet vor ihnen erschien und sie von allen Seiten umringt wurden. Nun wurden sie in die Flucht getrieben und verloren 6 Schiffe, mit den übrigen retteten sie sich auf die Insel Teutlussa und von da nach Halikarnas. Hierauf liefen die Peloponnesier zu Snidus ein, vereinigten sich mit den 27 Schiffen aus Kaunos, liefen mit allen aus, errichteten auf Syme ein Siegeszeichen und legten sich wieder bei Snidus vor Anker. Als die Athener von dem Seetreffen Kunde erhielten, fuhren sie mit sämtlichen bei Samos aufgestellten Schiffen gegen Syme aus, machten jedoch keinen Angriff auf die Flotte bei Snidus, und auch diese lief nicht gegen sie aus, sondern bemächtigten sich nur der zu Syme befindlichen Schiffsgeräte und kehrten nach einem Angriff auf Loryma am Festlande nach Samos zurück. Die Peloponnesische Flotte aber, welche nunmehr in Snidus beisammen war, wurde, wo es nötig war, ausgebessert, und die 11 lazedämonischen Männer besprachen sich mit Tissaphernes, der auch angekommen war, über die bisherigen Unternehmungen, wenn ihnen etwas missfällig war, und wie man in Zukunft den Krieg für beide Teile so vorteilhaft und gut als möglich führen könnte. Lichas insbesondere war es, der das Geschehene untersuchte und erklärte, dass keiner von beiden Verträgen, weder der des Chalcideus noch der des Theramenes, so wie er sein sollte, abgefasst sei. Es sei auffallend, wenn der König die Herrschaft über alle Gebiete anspreche, welche er und seine Vorfahren früher besessen hätten, denn dadurch wurde es möglich, dass auch sämtliche Inseln und Thessalien und Lokri und das Land bis Böotien wieder unter das Joch der Perser kämen. Und so wurden die Lazedämonier den Hellenen statt der Freiheit die persische Herrschaft bringen. Er verlangte also, man sollte einen andern, besseren Vertrag abschließen oder wenigstens diesen nicht in Anwendung bringen, denn unter solchen Bedingungen mögen sie auch keinen fremden Unterhalt haben. Darüber wurde Tissaphernes unwillig und zog in Erbitterung und unverrichteter Dinge von dannen. Sie kamen nun auf den Gedanken, nach Rhodus zu segeln, da von Seiten der angesehensten Männer daselbst deshalb mit ihnen unterhandelt wurde, indem sie hofften, diese durch die Menge ihrer Seeleute und ihr Landheer nicht unmächtige Insel auf ihre Seite zu bringen. Und zugleich dachten sie, durch die bereits erworbene Bundesgenossenschaft mächtig genug zu werden, um ihre Schiffe zu unterhalten, auch ohne von Tissaphernes Geld zu verlangen. Sie liefen nun noch in demselben Winter von Snidus aus, griffen mit 94 Schiffen zuerst Kamirus im rhodischen Gebiete an und veranlassten bei der Volkspartei daselbst, welche von den Unterhandlungen nichts wusste, Schrecken und Flucht, zumal da die Stadt unbefestigt war. Dann beriefen die Lazedämonier diese nebst denen aus den beiden Städten Lindus und Ialysus zusammen und beredeten die Rhodier, von Athen abzufallen, und Rhodos schloss sich an die Peloponnesier an. Da nun die Athener auf Samos um diese Zeit hievon Nachricht erhielten, so liefen sie mit ihrer Flotte aus, um der Sache zuvorzukommen, und zeigten sich auf der Meereshöhe, kamen aber ein wenig zu spät an und schifften sogleich nach Chalce und von da nach Samos zurück. Später aber machten sie von Chalce
Kos und Samos aus feindliche Streifzüge gegen Rhodos und bekriegten die Insel. Die Peloponnesier aber trieben bei den Rhodiern eine Abgabe von etwa 32 Talenten ein und blieben 80 Tage lang ruhig, indem sie ihre Schiffe ans Land gezogen hatten. In der Zwischenzeit, noch früher als jene nach Rhodos aufbrachen, ereignete sich folgender Vorfall. Alcibiades war seit dem Tode des Chalcideus und dem Treffen bei Milet den Peloponnesiern verdächtig, und da von ihnen ein Schreiben an Astyochos aus Lazedämon kam, dass er ihn töten solle, denn er war dem Agis verhasst und galt überhaupt für einen unzuverlässigen Mann, so entwich er zuerst aus Furcht zu Tissaphernes und suchte hernach bei demselben der Sache der Peloponnesier möglichst zu schaden. Er war es insbesondere, der ihm zu allem Anleitung gab und ihn veranlasste, dass die Löhnung beschränkt und statt einer attischen Drachme nur 3 Obolen und auch diese nicht unausgesetzt gereicht wurden. Er hatte nämlich dem Tissaphernes geraten, ihnen zu erklären, dass die seit längerer Zeit des Seewesens kundigen Athener ihren Leuten auch nur 3 Obolen geben, nicht sowohl aus Armut, sondern damit ihre Seeleute nicht durch Überfluss übermütig werden und nicht zum Teil durch einen üppigen Aufwand, worunter die Gesundheit leide, sich körperlich untüchtig machen oder zum Teil den Schiffen entlaufen. Denn bei den Athenern müssen sie ihr Guthaben am Solde als Pfand zurücklassen. Auch wies er ihn an, die Schiffsbefehlshaber und Anführer der Staaten durch Geldgeschenke zu gewinnen, dass sie darin ihm beistimmten, mit Ausnahme der Syrakusier, denn Hermokrates war der einzige unter denselben, der im Namen der ganzen Bundesgenossenschaft sich widersetzte. Alcibiades war es auch, der im Namen des Tissaphernes die Gesuche der Staaten um Geldunterstützung zurückwies mit der Antwort, die Chier seien unverschämte Leute, da sie als die reichsten der Griechen, wiewohl man sie durch Hilfeleistung gerettet, von andern verlangen, für ihre Freiheit nicht allein ihr Leben, sondern auch ihr Vermögen aufs Spiel zu setzen. Die übrigen Staaten, sagte er, handeln Unrecht, wenn sie, da sie doch vor ihrem Abfalle den Athenern so viele Opfer gebracht, nun nicht ebenso viel und noch weit mehr zu ihrem eigenen Besten beisteuern wollen. Ferner erklärte er, Tissaphernes habe vor jetzt, da er den Krieg aus eigenen Mitteln führe, alle Ursache zu sparen. Wenn aber einmal die Gelder für den Unterhalt vom Könige ankämen, so werde er ihnen schon den vollen Sold auszahlen. Ende von Achtes Buch, Teil 4. Achtes Buch, Teil 5 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. OSIANDER. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dem Tissaphernes stellte er vor, er möchte sich nicht so sehr beeilen, den Krieg zu Ende zu bringen, noch die Absicht verfolgen, durch Herbeiholung von phönizischen Schiffen, wozu er Anstalten getroffen, oder durch Besoldung einer größeren Anzahl von Griechen, die Herrschaft zu Land und zur See demselben Staate in die Hände zu spielen, sondern die Gewalt zwischen beiden geteilt lassen, wobei es dem Könige immer freistehen würde, gegen diejenigen, welche ihm zuwider wären, die andere Partei zum Kampfe zu bringen. Denn wofern die Herrschaft zu Land und zur See vereinigt werde, so würde jener selbst in Verlegenheit sein, mit wessen Beistande er den siegenden Teil demütigen solle, wenn er nicht mit großen Kosten und Gefahr seine eigene Macht aufbieten
anbieten und einen entscheidenden Kampf unternehmen wolle. Weit unbedeutender aber sei die Gefahr und mit geringerem Aufwande verbunden und für seine eigene Sicherheit werde gesorgt sein, wenn die Griechen sich untereinander selbst aufreiben. Die Athener seien auch geeigneter, mit ihm die Herrschaft zu teilen, da sie weit weniger nach der Ausbreitung ihres Gebiets zu Lande trachten und da die Gründe und die Art ihrer Kriegsführung den Persern am vorteilhaftesten seien, denn sie würden für sich selbst einen Teil des Meeres, für den König aber die Hellenen, welche auf seinem Gebiete wohnen, mit gemeinsamen Mitteln zu unterwerfen suchen. Jene aber seien im Gegenteil gekommen, die Griechen zu befreien, und es sei nicht wahrscheinlich, dass die Lazedämonier, welche doch jetzt die Hellenen von einem hellenischen Joche befreien wollen, sie nicht auch von der Herrschaft der Nicht-Griechen zu befreien suchen, wofern sie anders nicht sogar die persische Macht einmal umstürzen werden. Er riet ihm daher, zuerst beide Teile sich schwächen zu lassen und so viel als möglich den Athenern Abbruch zu tun und dann sofort die Peloponnesier aus dem Lande zu entfernen. Und dies war auch meist den Ansichten des Tisaphernes angemessen, so viel sich wenigstens aus dem, was er tat, schließen lässt, denn er gab sich eben darum, dem Alcibiades als einem Manne, der ihm in diesen Angelegenheiten guten Rat erteilte, vertrauensvoll hin, lieferte den Peloponnesiern den Sold kärglich und verhinderte sie, ein Seetreffen zu liefern, auch durch das Vorgeben, dass die phönizischen Schiffe ankommen und mit Überlegenheit kämpfen werden, tat er ihrer Sache großen Schaden und lähmte so die Kraft ihrer Seemacht, die eine so große Höhe erreicht hatte, und auch sonst war die Erkaltung seines Eifers für die Teilnahme am Kriege zu augenscheinlich, als dass man sie nicht hätte merken sollen. Alcibiades gab dem Tisaphernes und dem Perserkönige, in deren Gebiete er sich aufhielt, diesen Rat, nicht allein, weil er glaubte, dass dies für sie selbst am zuträglichsten sei, sondern auch, weil er dabei seine eigene Rückkehr ins Vaterland zu fördern glaubte, in der Überzeugung, dass er, wenn er dasselbe nicht ganz zugrunde richte, er wohl einmal Mittel finden werde, die Athener dahin zu vermögen, ihm die Rückkehr zu gestatten. Dies glaubte er dadurch am besten zu erreichen, wenn es bekannt wurde, dass Tisaphernes ihm geneigt sei. Und so erfolgte es wirklich, denn als die Kriegsleute der Athener in Samos erfuhren, dass er viel bei jenem vermöge und da Alcibiades den angesehensten unter ihnen seine Vorschläge zugesandt hatte, dass er nämlich, wenn sie bei den vornehmsten Bürgern seiner gedenken wollten, unter der Bedingung der Einführung der Oligarchie, nicht aber bei der schlechten Verfassung und Volksherrschaft, die ihn vertrieben hätte, zurückkehren und dafür, dass er ihnen die Freundschaft des Tisaphernes verschaffe, an der Leitung des Staates teilnehmen wolle. So wurden die Triarchen und die angesehensten der Athener in Samos teils wegen jener Veranlassung, teils und noch mehr aus eigenem Antriebe schlüssig, die Volksregierung umzustürzen. Die erste Anregung dazu geschah bei dem Heere, und von dort erst verbreitete sie sich später in die Stadt. Auch gingen einige von Samos zu Alcibiades hinüber und besprachen sich mit ihm. Da er ihnen nun versprach, er wolle ihnen erst den Tisaphernes und dann auch den Perserkönig zum Freunde machen, wenn sie keine Volksherrschaft mehr hätten, weil ihnen der König dann eher trauen würde, so fassten sie große Hoffnung, nicht
allein, dass sie als die vornehmsten unter ihren Mitbürgern, die zugleich die meisten Lasten zu tragen hätten, die Macht in ihre Hände bekommen, sondern auch, dass sie über die Feinde siegen würden. Nach Samos zurückgekehrt, zogen sie taugliche Leute mit in die Verschwörung und erklärten offen vor dem Volke, der Perserkönig werde ihr Freund werden und ihnen Geldunterstützung gewähren, wenn Alcibiades in seine Bürgerrechte wieder eingesetzt würde und sie keine Volksregierung mehr hätten. Und wiewohl der große Haufe im ersten Augenblick über diesen Plan etwas unwillig war, so verhielt er sich doch ruhig wegen der vorteilhaften Aussicht auf den vom Könige zu beziehenden Sold. Diejenigen aber, welche die Oligarchie begünstigten, berieten, nachdem sie die Sache der Menge mitgeteilt, die Vorschläge des Alcibiades noch einmal unter sich mit der Mehrzahl ihrer Genossen. Den übrigen erschien nun zwar die Sache als leicht ausführbar und zutrauenswert, aber Phrynichus, der noch Oberbefehlshaber war, missbilligte sie ganz. Er glaubte, wie es sich auch wirklich verhielt, dass es dem Alcibiades ebenso wenig um die Herrschaft einer bevorrechteten Minderzahl als um Volksregierung zu tun sei. Er habe keinen andern Zweck, als dass er einen Weg ausfindig mache, durch eine Umwälzung der bestehenden Ordnung im Staate unter Vermittlung seiner Freunde zurückgerufen zu werden. Sie müssten gerade darüber mit Vorsicht wachen, dass unter ihnen keine Parteiung entstehe. Der König habe keinen Vorteil dabei, während die Peloponnesier sich bereits auch auf der See behaupten und nicht unbedeutende Städte in seinem Gebiete besetzt halten, durch Anschließung an die Athener, denen er nicht traue, sich Ungelegenheiten zuzuziehen, während es in seiner Macht stehe, die Peloponnesier, welche ihm nie etwas zuleide getan, sich zu Freunden zu machen. Was die verbündeten Staaten betreffe, welchen sie die Einführung der Oligarchie verheißen hätten, weil sie auch selbst nicht mehr unter der Volksregierung stehen wollten, so sei er überzeugt, dass darum weder die Abgefallenen umso eher zu ihnen wieder übertreten, noch die, so bei ihnen geblieben, umso treuer sein werden, denn diese würden nicht die Abhängigkeit, sei es bei der Oligarchie oder Volksherrschaft, der Freiheit vorziehen, die ihnen, unter welcher Verfassung es sein möge, zuteil geworden. Auch glauben diese Verbündeten, dass die sogenannten Rechtschaffenen und Edlen ihnen nicht weniger zu schaffen machen werden als das Volk, da jene doch nur dem Volke die Mittel und Anleitung zum Bösen an die Hand geben, um selbst davon für sich den größten Vorteil zu ziehen. Wenn es auf jene ankäme, so sei es möglich, dass noch gewalttätigere Hinrichtungen ohne Urteil und Recht verhängt würden. Das Volk hingegen sei ihre Zuflucht und halte jene in Schranken. Dass die Staaten also denken, wisse er ganz genau, da sie durch Tatsachen darüber belehrt seien. Daher müsse er seinerseits die Vorschläge des Alcibiades und alles, was jetzt verhandelt werde, durchaus missbilligen. Die Versammlung der Verschworenen aber nahm ihrer ersten Ansicht gemäß die vorgelegten Anträge an und traf Anstalten, den Pisander nebst einigen andern als Abgeordnete nach Athen zu senden, um wegen der Rückkehr des Alcibiades und der Aufhebung der dortigen Volksregierung zu unterhandeln und zwischen Tisaphernes und den Athenern Freundschaft zu stiften.
Als nun Phrynichus sah, dass wegen der Rückkehr des Alcibiades Vorschläge gemacht werden und das Volk diese genehmigen würde, so fürchtete er, jener möchte, wenn er wieder eingesetzt wäre, ihm wegen des Widerspruchs gegen seine Vorschläge als einem Manne, der ihm entgegengearbeitet, schlimme Händel verursachen. Er nahm also zu folgender Auskunft seine Zuflucht. Er sandte zu Astyochos, dem Oberbefehlshaber der lazedämonischen Flotte, der sich noch bei Milet aufhielt, heimlich die Nachricht, dass Alcibiades die Macht der Lazedämonier dadurch untergrabe, dass er für die Athener die Freundschaft des Tissaphernes zu gewinnen suche, und indem er die übrigen Angaben ihm schriftlich genau mitteilte, bemerkte er, es sei für seine Person verzeihlich, wenn er seinem Feinde, wenn auch zum Nachteile seines Vaterlandes, zu schaden suche. Astyochos aber dachte nicht daran, an Alcibiades Rache zu nehmen, zumal da er sich seiner Person nicht mehr wie zuvor hätte bemächtigen können. Er begab sich also zu ihm und zu Tissaphernes nach Magnesia und meldete ihnen, was ihm aus Samos geschrieben worden, und verriet ihnen alles und suchte sich, wie man sagt, Tissaphernes aus Gewinnsucht dadurch zu verpflichten, dass er ihm dieses und anderes mitteilte. Daher hatte er auch wegen der unvollständigen Zahlung des Soldes ihm nicht männlich genug widersprochen. Alcibiades aber sandte sogleich ein Schreiben gegen Phrynichus nach Samos an die dortigen Obrigkeiten, meldete, was für einen Frevel jener begangen, und verlangte seinen Tod. Phrynichus geriet in Bestürzung und befand sich wegen jenes Verrates wirklich in der größten Gefahr. Er schickte also abermals eine Botschaft an Astyochos und beschwerte sich, dass die frühere so schlecht verheimlicht worden, und sagte, dass er jetzt bereit sei, ihm zur Vernichtung des ganzen athenischen Heeres in Samos Gelegenheit zu verschaffen, und schrieb ihm alles ausführlich, wie er, da Samos unbefestigt sei, dies ausführen könne, und dass es ihm jetzt nicht mehr zu verdenken sei, da er um ihretwillen in Lebensgefahr schwebe, wenn er dies und alles andere lieber wage, als dass er durch die Hand seiner ärgsten Feinde selbst umkomme. Astyochos aber meldete auch dies wieder dem Alcibiades. Da Phrynichus die schlimme Absicht des Astyochos vorher erfuhr und dass ein Schreiben von Alcibiades über diese Sache nunmehr bald ankommen müsse, so kam er demselben zuvor und kündigte dem Heere an, dass die Feinde, weil Samos ohne Festungswerke seie und die Schiffe nicht alle im Hafen vor Anker liegen, auf ihre Stellung einen Angriff zu machen im Sinne haben. Er habe davon ganz zuverlässige Kunde. Man müsse Samos baldmöglichst befestigen und sonst auf seiner Hut sein. Er war nämlich Oberfeldherr und hatte Vollmacht, solches anzuordnen. Und so trafen sie Anstalten zur Befestigung, und Samos, welches ohnehin verschanzt werden sollte, kam so umso schneller damit zustande. Nicht lange nachher kamen Briefe von Alcibiades an, dass das Heer von Phrynichus verraten werde und die Feinde im Begriffe seien, anzugreifen. Da man aber von Alcibiades glaubte, dass man sich auf sein Wort nicht verlassen könne und dass er, von den Feinden unterrichtet, dem Phrynichus nur die Schuld der Mitwissenschaft aufbürden wollte, so schadete ihm dies nicht, sondern bestätigte vielmehr seine Behauptung, weil Alcibiades dasselbe gemeldet hatte.
Hierauf suchte Alcibiades den Tisaphernes zu stimmen und zu bereden, dass er ein Freund der Athener werden möchte. Dieser fürchtete nun zwar die Peloponnesier, welche mit einer größeren Seemacht als die Athener in der Nähe standen, jedoch wünschte er, wenn es ihm irgend möglich wäre, jenem zu willfahren, zumal da er schon von der Unzufriedenheit der Peloponnesier mit dem Vertrage des Theramenes, die sich in Snidus geäußert, sich überzeugt hatte. Denn jener Zwist war um diese Zeit, wo sie zu Rhodus sich befanden, schon ausgebrochen. Dort wurde ihm auch die frühere Äußerung des Alcibiades, dass die Lacedämonier alle Städte freimachen wollen, durch Lichas glaubwürdig, welcher behauptete, es sei nicht zuzugestehen, was im Vertrage enthalten sei, dass der König in den Besitz der Städte komme, welche er oder seine Vorfahren je zuvor besessen hätten. Da nun der Gegenstand des Streites so wichtig war, so widmete sich Alcibiades dem Tisaphernes mit der eifrigsten Dienstbeflissenheit. Die athenischen Abgeordneten, die von Samos mit Pisander abgesendet worden, hielten nun, als sie zu Athen angekommen waren, vor dem Volke einen Vortrag, in dem sie ihren weitläufigen Auftrag in weniger Hauptpunkte zusammenfassten, besonders aber sagten, dass, wenn sie dem Alcibiades die Rückkehr gestatten und nicht mehr wie bisher eine Volksregierung haben wollten, es ihnen möglich sein würde, den Perserkönig zum Verbündeten zu erhalten und über die Peloponnesier zu siegen. Unter vielen andern nun, welche der Volksherrschaft wegen widersprachen, schrien auch die Feinde des Alcibiades, dass es unerträglich wäre, wenn er durch den gewaltsamen Sturz der gesetzlichen Verfassung seine Rückkehr bewirken würde. Besonders laut erklärten sich die Mitglieder des Geschlechts von Eumolpus und Ceryx in Betreff der Angelegenheit der Religionsgeheimnisse, wegen welcher er hatte fliehen müssen, und beschworen die Leute, ihn nicht wieder einzusetzen. Da trat Pisander bei dem vielfachen und leidenschaftlichen Widerspruch auf, nahm jeden Einzelnen, der sich widersetzte, beiseite und fragte, ob sie denn, da die Peloponnesier eine gleich große Anzahl von Schiffen auf der See schlagfertig haben und eine größere Zahl von verbündeten Städten, da der König und Tisaphernes jenen Geld gebe, sie aber keines mehr haben, noch irgendeine Hoffnung zur Rettung für Athen hätten, wenn man nicht den König dahin vermöge, auf ihre Seite zu treten? Wenn sie nun diese Frage verneinend beantworten mussten, so sagte er ihnen unumwunden: Diesen Zweck können wir aber nicht erreichen, wofern wir nicht eine gemäßigtere Verfassung annehmen und die obrigkeitlichen Stellen einer bevorrechteten Minderzahl übergeben, damit der König zu uns Vertrauen fasse, und wenn wir nicht unter diesen Umständen mehr um unsere Rettung als um die Verfassung uns bekümmern, denn später werden wir ja, wenn es uns so nicht gefällt, schon wieder eine Änderung treffen können. Lasst uns also den Alcibiades zurückrufen, der allein unter den jetzt Lebenden imstande ist, jenes zu bewirken. Die Masse des Volks hörte diesen Vorschlag wegen der Oligarchie zuerst mit Unwillen an, da sie aber von Pisander deutlich belehrt wurde, dass sonst kein Heil zu finden sei, so gab sie nach, teils aus Furcht, teils in der Hoffnung, die Sache werde sich schon wieder umgestalten.
Sie fassten also einen Volksbeschluss ab, dass Pisander und mit ihm noch 10 Männer abgehen sollten, um mit Tisaphernes und Alcibiades zu unterhandeln, wie es ihnen am zuträglichsten schiene. Da nun Pisander zugleich gegen Phrynichos Beschwerden vorgebracht hatte, so entsetzte das Volk ihn und seinen Mitbefehlshaber Skironides ihrer Feldherrnstelle und sandte dagegen Diomedon und Leon als Anführer zu der Flotte. Pisander hatte durch das Vorgeben, als hätte Phrynichos Iasos und den Amorges dem Feinde preisgegeben, denselben in schlimmen Ruf gebracht, weil er dachte, dass jener bei den Unterhandlungen mit Alcibiades nicht an seiner Stelle sei. Pisander ging auch bei den früher in der Stadt befindlichen Vereinen für Prozesssachen und Ämterernennungen überall umher und ermahnte sie, durch gemeinsame Mitwirkung und Beratung an der Aufhebung der Volksherrschaft zu arbeiten. Nachdem er nun alles Übrige den Umständen gemäß vorbereitet hatte, dass es ungesäumt ausgeführt würde, so fuhr er mit den 10 Männern zu Tisaphernes ab. Leon und Diomedon, welche bereits bei der athenischen Flotte angekommen waren, unternahmen noch in diesem Winter einen Seezug gegen Rhodus. Sie trafen die Schiffe der Peloponnesier ans Land gezogen, schifften sich aus und besiegten die herbeieilenden Rhodier in einem Treffen. Dann zogen sie sich nach Chalce zurück und machten nunmehr diesen Platz, nämlich Kos, zum Mittelpunkt ihrer Kriegsunternehmungen, denn sie konnten von da aus leichter Beobachtungen anstellen, wenn etwa die Flotte der Peloponnesier auslaufen wollte. Dann kam nach Rhodus auch der Lakonier Xenophantidas von Pedaritos aus Chios gesendet, mit der Nachricht, die Belagerungswerke der Athener seien jetzt vollendet, und wenn sie nicht mit ihrer ganzen Seemacht zur Hilfe kämen, so werde in Chios alles verloren sein. Jene nahmen sich vor, Hilfe zu leisten, indessen machte Pedaritos mit dem Hilfsheer unter seinen Befehlen und den Chiern einen Angriff in Masse auf den Wall, welchen die Athener um ihre Schiffe hergezogen hatten. Er eroberte auch einen Teil desselben und bemächtigte sich einiger ans Land gezogenen Schiffe. Da aber die Athener gegen sie einen Ausfall machten und die Chier zuerst zurückdrängten, so wurde auch der übrige Heerhaufen im Gefolge des Pedaritos besiegt. Er selbst kam um, viele der Chier fielen und eine Menge Rüstungen wurden erbeutet. Ende von 8. Buch, Teil 5. Achtes Buch, Teil 6 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. OSIANDER. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Von nun an wurden die Chier zu Land und zur See noch mehr als zuvor eingeschlossen, und die Hungersnot wurde dort drückend. Indes unterhandelten die athenischen Gesandten, welche mit Pisander zu Tisaphernes gekommen waren, wegen eines Vertrages. Da aber Alcibiades seiner Sache bei Tisaphernes noch nicht ganz gewiss war, bei dieser die Peloponnesier mehr fürchtete und, wie er von jenem selbst angewiesen war, beide Teile schwächen wollte, so nahm er eine ganz andere Rolle an. Er machte nämlich, dass Tisaphernes seine Forderungen an die Athener allzu hoch steigerte und darüber der Vertrag gar nicht zustande kam. Auch Tisaphernes scheint mir dieselbe Absicht gehabt zu haben, eben weil er sich fürchtete. Da nun Alcibiades sah, dass Tisaphernes ohnehin sich in
keinen Vertrag einlassen werde, so wollte er doch bei den Athenern sich das Ansehen geben, als ob er nicht ohne Einfluss auf die Entschließungen des Tissaphernes wäre, sondern als ob dieser schon gewonnen und geneigt wäre, auf die Seite der Athener zu treten und nur ihre Bewilligungen unbefriedigend wären. Demgemäß machte er, da er im Namen des anwesenden Tissaphernes das Wort führte, so übertriebene Forderungen, dass, soviel auch die Athener auf sein Begehren zugestanden, doch die Schuld auf ihre Seite fiel. Denn es wurde verlangt, dass ganz Ionien und dann auch die nahe gelegenen Inseln nebst anderem abgetreten wurden. Und als die Athener diesem nicht widersprachen, so begehrte Alcibiades aus Furcht, die Schwäche seines Einflusses möchte an den Tag kommen, endlich noch bei der dritten Zusammenkunft, dass dem König gestattet werde, eine Flotte zu halten und die Küsten ihres Gebiets, wo und mit wie vielen Schiffen er wollte, zu befahren. Hier glaubten die Athener, dass sie nicht weitergehen dürfen und dass die Sache unausführbar und sie von Alcibiades hintergangen seien. Sie reisten also unwillig ab und begaben sich nach Samos. Bald darauf, noch in demselben Winter, begab sich Tissaphernes nach Kaunus in der Absicht, die Peloponnesier zur Rückkehr nach Milet zu vermögen und nicht ganz mit ihnen sich zu verfeinden, sondern einen neuen Vertrag, so gut er könnte, mit ihnen zu schließen und ihnen Sold zu reichen, denn er fürchtete, wenn es ihnen an Unterhalt für ihre vielen Schiffe gebräche, so möchten sie entweder gezwungen werden, den Athenern eine Seeschlacht anzubieten und diese verlieren, oder wenn ihre Schiffe von Mannschaft entblößt würden, möchten die Athener ohne seine Mitwirkung ihre Absicht erreichen. Auch fürchtete er noch das am meisten, dass sie, um Lebensmittel zu suchen, das Festland plündern möchten. Nach allen diesen Berechnungen und Rücksichten, um seinem Vorsatze gemäß das Gleichgewicht der Macht unter den Griechen zu befördern, ließ er die Peloponnesier zu sich einladen, bewilligte ihnen Sold und schloss folgenden dritten Vertrag. Im 13. Jahre der Regierung des Königes Darius, als Alexippidas in Lacedämon erfroren war, wurde in der Ebene am Mäander zwischen den Lacedämoniern und ihren Verbündeten mit Tissaphernes und Hieramenes und den Söhnen des Pharnaces über die Angelegenheiten des Königes und der Lacedämonier und ihrer Verbündeten ein Vertrag geschlossen. Alles Gebiet, was der König in Asien hat, soll ihm verbleiben, und der König kann über sein eigenes Gebiet verfügen, wie es ihm gefällt. Die Lacedämonier und ihre Verbündeten sollen das Gebiet des Königes nicht in irgendeiner feindseligen Absicht betreten. Auch der König soll das Gebiet der Lacedämonier und ihrer Verbündeten nicht in feindseliger Absicht betreten lassen. Wollte jemand von den Lacedämoniern oder ihren Verbündeten das Gebiet des Königes feindlich betreten, so werden die Lacedämonier und ihre Verbündete es nicht dulden, und wenn jemand aus des Königs Lande gegen die Lacedämonier und ihre Verbündeten feindlich ausziehen sollte, so soll der König es wehren. Tissaphernes wird den jetzt vorhandenen Schiffen vertragsmäßig den Sold reichen, bis die Flotte des Königes ankommt. Nach Ankunft der königlichen Flotte soll es den Lacedämoniern und ihren Verbündeten freistehen, ob sie ihre eigenen Schiffe unterhalten wollen.
Wenn sie von Tissaphernes den Sold empfangen wollen, so werde er ihnen denselben reichen. Aber nach geendigtem Kriege werden die Lazedämonier und ihre Verbündete dem Tissaphernes alles empfangene Geld zurückerstatten. Wenn die königliche Flotte ankommt, so sollen die Schiffe der Lazedämonier und ihrer Verbündeten den Krieg gemeinschaftlich führen, wie es Tissaphernes und die Lazedämonier und ihre Verbündeten für gut finden werden. Wollen sie aber mit den Athenern einen Frieden schließen, so soll dieser gemeinschaftlich geschlossen werden. Dies war der Inhalt des Vertrags. Tissaphernes traf hierauf Anstalten, die phönizischen Schiffe herbeizubringen, wie dies verabredet war, und seine übrigen Versprechungen zu erfüllen. Wenigstens war es seine Absicht, dass diese seine Anstalten öffentlich kundbar wurden. Gegen das Ende des Winters bemächtigten sich die Böotier durch Verrat der Stadt Oropus, wo athenische Besatzung lag. Es unterstützten die Sache Leute aus Eretria und Oropus selbst, welche den Abfall Euböas bewerkstelligen wollten, denn da jener Platz in der Nähe von Eretria liegt, so musste er notwendig in den Händen der Athener für Eretria und das übrige Euböa sehr nachteilig werden. Da nun die Eretrier von Oropus bereits sich versichert hatten, so wandten sie sich nach Rhodos, um die Peloponnesier nach Euböa einzuladen. Diese aber waren geneigter, dem bedrängten Chios zu helfen. Sie liefen also mit ihrer ganzen Flotte von Rhodos aus, und als sie in der Gegend von Triopium waren, erblickten sie auf hoher See die Schiffe der Athener, die von Chalce hersteuerten. Und da kein Teil gegen den andern zum Angriff schritt, so gelangten die Athener nach Samos und die andern nach Milet, welche nun einsahen, dass es nicht möglich sein werde, ohne eine Seeschlacht Chios zu Hilfe zu kommen. So ging dieser Winter und das 20. Jahr dieses Krieges zu Ende, welchen Thukydides beschrieben hat. Im nächstfolgenden Sommer, gleich im Anfang des Frühlings, wurde der Spartiate, der ÞHUCYDIDES, mit einem mäßigen Heerhaufen zu Lande gegen den Hellespont geschickt, um Abydos zum Abfalle zu bringen. Die Einwohner sind ein milesisches Pflanzvolk. Während Astyochos ungewiss schwankte, wie er den Chiern Hilfe zubringen sollte, wurden sie durch die Belagerung gezwungen, ein Seetreffen zu liefern. Sie hatten, während Astyochos noch in Rhodos war, den Spartiaten Leon, der als Schiffssoldat mit Antisthenes auf die See gegangen war, nach Pedaritos Tode von Milet aus zum Anführer erhalten. Auch waren ihnen 12 Schiffe zugleich zugekommen, welche gerade zu Milet Wache hielten, worunter 5 von Thurii waren, 4 syrakusische, eines von Anäa, ein milesisches, und eines dem Leon gehörte. Da nun die Chier in Masse einen Ausfall machten und einen haltbaren Punkt besetzten und zugleich ihre 36 Schiffe gegen die 32 athenischen ausliefen, so lieferten sie eine Seeschlacht, und nachdem man mit großer Anstrengung gekämpft hatte, zogen sich die Chier und ihre Bundesgenossen, weil es schon spät war, zu der Stadt zurück, ohne ihren Gegnern unterlegen zu sein. Hernach geschah es, dass, bald nachdem der ÞHUCYDIDES aus Milet zu Lande hingekommen war, Abydos am Hellespont an der ÞHUCYDIDES und Pharnabassos abfiel, ebenso Lampsakos 2 Tage später. Als dies Strombichides von Chios aus erfuhr, so brach er in Eile mit 24 athenischen Schiffen
dorthin auf, worunter auch Frachtschiffe für Landtruppen waren, die schweres Fußvolk an Bord hatten. Als nun die Lampsacener ihm entgegenrückten, besiegte er sie in einem Treffen und nahm die unbefestigte Stadt im ersten Anlaufe. Die beweglichen Güter und Sklaven erklärte er als Beute, die freien Leute aber ließ er im Besitze ihrer Wohnungen und zog dann nach Abydus. Da die Einwohner sich ihm nicht ergeben wollten und er den Ort nicht erstürmen konnte, so fuhr er nach dem Lande gegenüber von Abydus und legte eine Besatzung in die Stadt Sestos auf dem Chersonese, welche einst die Meder inne gehabt, um von da den ganzen Hellespont zu beobachten. Indessen wurden die Chier und die in Milet stehenden Peloponnesier wieder mehr Meister zur See, und Astyochos fasste Mut, als er von der Seeschlacht und von dem Abzuge des Trombichides und seiner Schiffe hörte. Astyochos fuhr nun mit 2 Schiffen herüber nach Chios, holte die dortigen Schiffe ab und machte nun mit allen insgesamt einen Seezug gegen Samos, und da sie, weil sie einander nicht trauten, nicht gegen ihn ausliefen, so kehrte er wieder nach Milet zurück. Es war nämlich um diese Zeit noch etwas früher die Volksherrschaft zu Athen aufgehoben worden, denn als die Gesandten im Gefolge des Pisander von Tisaphernes nach Samos gekommen waren, knüpften sie die Bande ihrer Partei im Heere selbst noch fester. Da auch die Samier selbst die Angesehenen zu dem Versuche aufforderten, in Gemeinschaft mit ihnen eine Oligarchie einzuführen, wiewohl sie früher, um nicht unter einer solchen Herrschaft der Minderzahl zu stehen, Parteiaufstände gegeneinander erregt hatten. Die Athener in Samos gedachten nun nach gemeinsamer Besprechung unter sich mit Alcibiades, weil dieser nicht wolle, sich nicht weiter einzulassen, denn er sei auch nicht geeignet, Mitglied einer solchen Oligarchie zu werden. Sie selbst wollten unter sich, da sie bereits etwas gewagt hätten, nach Mitteln sich umsehen, um das Unternehmen nicht aufzugeben. Auch wollten sie zugleich den Krieg standhaft fortsetzen und selbst aus ihren eigenen Familien Geld und andere Bedürfnisse eifrig beitragen, da sie nicht mehr für andere, sondern nur für sich selbst solchen Beschwerden sich unterzögen. Nachdem sie sich durch solche Gründe in ihrem Vorhaben bestärkt hatten, sandten sie sogleich den Pisander und die Hälfte der Gesandten nach Hause, um dort die Sache auszuführen. Zugleich hatten diese den Auftrag, bei allen unterworfenen Städten, wo sie nur anhalten würden, die Oligarchie einzuführen. Die andere Hälfte sandten sie nach den übrigen unterworfenen Gegenden in verschiedenen Richtungen aus. Den Diotrephes, der sich vor Chios befand, wählten sie zum Befehlshaber in den Grenzländern Thraciens und sandten ihn zur Verwaltung dieser Stelle aus. Als er nach Tarsus kam, hob er die Volksherrschaft daselbst auf, aber etwa 2 Monate nach seinem Abzuge schon begannen die Thasier ihre Stadt zu befestigen, indem sie der Adelsherrschaft in Verbindung mit den Athenern nicht mehr zu bedürfen glaubten, da sie vielmehr jeden Tag ihre Befreiung durch die Lazedämonier erwarteten. Denn es befanden sich auch solche aus ihrer Mitte, welche von den Athenern vertrieben waren, auswärts bei den Peloponnesiern, und diese arbeiteten mit ihren Angehörigen in der Stadt stark daran, eine Flotte zu bekommen und Tarsus von Athen abtrünnig zu machen. Diesen war es nun ein erwünschter Zufall, dass der Staat ohne Gefahr für sie eine neue Einrichtung erhalten hatte und die Volkspartei, die ihnen entgegengearbeitet haben würde, gestürzt war.
so nahm für die Athener, welche die Oligarchie in Tarsus einsetzten, die Sache eine entgegengesetzte Wendung und, wie ich glaube, auch in vielen anderen unterworfenen Staaten. Denn sowie die Städte gemäßigtere Grundsätze und Sicherheit für ihre Unternehmungen gewonnen hatten, strebten sie, ohne die scheinbar gute, aber bedenkliche Verfassung, welche ihnen die Athener boten, vorziehen zu wollen, offen nach gänzlicher Freiheit. Pisander aber und seine Begleiter hoben, wie es beschlossen war, in den Staaten, wo sie vorbeifuhren, die Volksherrschaft auf. Zugleich nahmen sie in einigen Gegenden auch schwer Bewaffnete zu ihrer Unterstützung mit und kamen so nach Athen, wo sie das meiste durch ihre Freunde schon vorbereitet fanden. Denn einige der jüngeren Männer, die sich vereinigt hatten, töteten heimlich einen gewissen Androklos, welcher vornehmlich das Haupt der Volkspartei war und zur Vertreibung des Alcibiades am meisten beigetragen hatte. Sie bewerkstelligten seinen Untergang umso mehr aus zwei Gründen, weil er Volksführer war und weil sie dachten, sich dem Alcibiades gefällig zu erzeigen, von welchem sie meinten, dass er zurückkehren und ihnen die Freundschaft des Tissaphernes gewinnen werde. Ebenso wurden von ihnen auch einige andere, die ihren Zwecken zuwider waren, heimlich aus dem Wege geräumt. In öffentlichen Erklärungen aber hatten sie den Antrag vorbereitet, dass niemand mehr Gehalt zu beziehen habe, als wer Kriegsdienste tue, und dass an der Staatsverwaltung nicht mehr als 5000 teilnehmen sollen, und zwar solche, die persönlich und mit ihrem Vermögen am meisten imstande wären, dem Staate zu nützen. Dies sollte der Sache in den Augen der Menge nur einen ehrbaren Schein geben, denn diejenigen, welche den Staat umgestalten wollten, sollten doch ihn auch beherrschen. Jedoch wurde damals noch das Volk und der durch das Bohnenlos gewählte Senat versammelt. Allein es kam nichts zur Beratung, als was den Verschworenen gut dünkte. Auch die Sprecher gehörten zu denselben und hatten, was gesprochen werden sollte, zuvor unter sich verabredet. Keiner von den übrigen widersprach, weil sie die große Zahl der Verschworenen kannten und fürchteten. Wenn aber einer doch sich widersetzte, so wurde er bald auf eine geschickte Weise aus dem Wege geräumt. Gegen die Täter wurde keine Nachforschung oder, wenn sie auch verdächtig waren, keine Rechenschaft verhängt, sondern das Volk verhielt sich ruhig und war so eingeschüchtert, dass es keine Gewalt zu erleiden für einen Gewinn hielt, wenn es auch schweigen musste. Entmutigt waren sie dadurch, dass sie die Verschworenen für weit zahlreicher hielten, als sie wirklich waren. Auch konnten sie wegen der großen Ausdehnung der Stadt und wegen gegenseitiger Unbekanntschaft mit den Personen sich davon keine genaue Kunde verschaffen. Aus eben diesem Grunde war es auch unmöglich, seine Unzufriedenheit klagend jemand mitzuteilen oder ihn zur Hilfe gegen Nachstellungen aufzufordern, denn entweder hätte man einen Unbekannten getroffen, dem man es hätte sagen müssen, oder einen Bekannten, dem man nicht traute, als hätte auch er Teil an dem, was vorging. Denn die von der Volkspartei näherten sich einander nur mit Argwohn. Unter jenen nämlich befanden sich Leute, von denen niemand leicht vermutet hätte, dass sie sich zur Oligarchie wenden würden. Solche erregten das größte Misstrauen unter der Menge und beförderten am meisten die Sicherheit der Oligarchen, indem sie bewirkten, dass Mangel an Vertrauen zur herrschenden Gesinnung der Volkspartei unter sich wurde. Unter diesen Umständen langte Pisander mit den Seinigen an,
welche sogleich zum Werke schritten, um es zu vollenden. Zuerst versammelten sie das Volk und machten den Vorschlag, eine Gesetzabfassungsbehörde von 10 Männern mit unumschränkter Vollmacht zu wählen. Diese sollten Vorschläge verfassen, auf welche Art der Staat am besten einzurichten wäre, und diese auf einen bestimmten Tag dem Volke vortragen. Darauf, nachdem dieser Tag erschienen war, veranstalteten sie eine Volksversammlung in Kolonos, einem Heiligtume des Neptun, außerhalb der Stadt, etwa 10 Stadien entfernt. Die Gesetzgeber schlugen da nichts anderes vor als gerade das, dass es den Athenern verstattet sein sollte, jeden Vorschlag nach Gefallen zu machen. Würde einer aber einen solchen Antragsteller wegen gesetzwidrigen Benehmens anklagen oder auf irgendeine andere Weise kränken, so setzten sie darauf schwere Strafen. Hierauf wurde bereits offen erklärt, dass keine Obrigkeit mehr nach der alten Ordnung der Dinge zu gebieten oder Gehalt zu beziehen habe und dass man 5 Vorsteher wählen solle. Diese sollen 100 Männer wählen und jeder von diesen 100 sich noch 3 zugesellen. Diese 400 sollen von dem Ratsgebäude Besitz nehmen und nach bestem Gutdünken mit unumschränkter Vollmacht regieren und die 5000 versammeln, wenn es ihnen beliebe. Pisander war es, der diesen Vorschlag machte und auch sonst offen mit dem größten Eifer daran arbeitete, die Volksherrschaft aufzuheben. Derjenige aber, der den ganzen Plan entworfen und angegeben hatte, auf welche Art die Sache so weit gedeihen könnte und schon sehr lange dafür tätig gewesen, war Antiphon, ein Mann, der keinem seiner Zeitgenossen unter den Athenern an männlichem Geiste nachstand, von höchst ausgezeichneter Erfindungskraft und Darstellungsgabe seiner Gedanken. Dieser trat nicht vor dem Volke noch bei irgendeiner Rechtsverhandlung freiwillig auf, sondern war dem Volke wegen des Rufs seiner Geschicklichkeit verdächtig. Doch vermochte er solchen, die vor Gericht oder vor dem Volke einen Rechtshandel führten, wenn ihn einer um Rat fragte, wesentlich zu nützen. Er war es auch, der, als später die Macht der 400 gestürzt und von der Volkspartei verfolgt ward und er wegen der Teilnahme an ihrer Einsetzung angeklagt wurde, in eben dieser Sache unter allen bis auf meine Zeit entschieden die beste Verteidigungsrede gegen eine hochpeinliche Anklage gehalten hat. Auch Phrynichus zeigte vor allen einen ausgezeichnet großen Eifer für die Oligarchie aus Furcht vor Alcibiades, da er wusste, dass diesem bekannt war, was er in Samos mit Astyochos verhandelt hatte, und dachte, dass unter der Oligarchie Alcibiades wahrscheinlich keine Erlaubnis zur Rückkehr erhalten werde. Dieser zeigte sich, nachdem er einmal sich für die Sache erklärt hatte, in Gefahren bei weitem am zuverlässigsten. Auch Theramenes, Hagnons Sohn, war mit unter den ersten, welche die Volksherrschaft stürzten, ein Mann, dem es weder an Einsichten noch an Rednergabe fehlte. Daher ist erklärbar, wie dieses Unternehmen, so schwierig es auch war, da so viele und so verständige Männer dazu mitwirkten, gelingen konnte. Denn es war nichts Leichtes, dem athenischen Volke gerade 100 Jahre nach dem Sturze seiner Tyrannen seine freie Verfassung zu nehmen, zumal da dasselbe nicht allein nicht zu gehorchen, sondern auch mehr als die Hälfte jenes Zeitraums hindurch über andere zu gebieten gewohnt war. Ende von Achtes Buch, Teil 6.
Achtes Buch, Teil 7 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. OSIANDER. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nachdem die Volksversammlung dies, ohne dass jemand widersprach, genehmigt und sich aufgelöst hatte, so wurden die 400 nunmehr unter folgenden Umständen in den Besitz des Ratsgebäudes eingesetzt. Wegen der Feinde in Thessaleia waren sämtliche Athener teils auf der Mauer, teils auf andern Posten beständig unter den Waffen. An jenem Tage nun ließ man diejenigen, die nicht um das Geheimnis wussten, wie gewöhnlich ausziehen. Den Mitgliedern des Vereins aber wurde in der Stille bedeutet, nicht auf den Waffenplätzen, sondern in einiger Entfernung davon zu verweilen, und wenn sich jemand dem, was geschähe, zu widersetzen wage, die Waffen zu ergreifen und ihn abzuwehren. Es waren aber auch von Andros, Tenos und Charystos 300 Mann und auch äginetische Ansiedler, welche die Athener zum Anbau der Insel ausgesendet hatten, zum Behufe dieses Unternehmens bewaffnet angekommen, welche man vorher mit diesem Auftrage bekannt gemacht hatte. Nachdem diese auf ihre verschiedenen Posten gestellt waren, so setzten sich die 400, jeder mit einem verborgenen Dolche versehen, in Bewegung, und mit ihnen die 120 Jünglinge, deren sie sich bedienten, wo man etwas durch die Faust durchsetzen wollte, und so traten sie unter die durch das Bohnenlos gewählte Ratsversammlung, welche sich im Ratsgebäude befand, und erklärten ihnen, sie sollten nach empfangener Löhnung sich wegbegeben. Sie hatten ihnen den Gehalt für die ganze übrige Amtszeit selbst mitgebracht und zahlten denselben im Hinausgehen. Als auf diese Weise der Senat sich ohne Widerrede zurückgezogen hatte und die übrigen Bürger keine unruhige Bewegung machten, sondern sich stille hielten, so nahmen die 400 ihren Sitz im Ratsgebäude, wählten jetzt Prytanen aus ihrer Mitte durchs Los und verrichteten die Religionsgebräuche, Gebete und Opfer wegen ihres Amtsantritts. Später aber trafen sie mancherlei Abänderungen in den Anordnungen der Volksregierung. Nur riefen sie wegen Alcibiades die Verbannten nicht zurück, sonst regierten sie den Staat mit Nachdruck. Sie ließen einige Männer, jedoch nicht viele, hinrichten, deren Entfernung zweckmäßig schien. Andere wurden ins Gefängnis gelegt, einige auch verbannt. An Agis, König der Lazedämonier, welcher in Thessaleia war, sandten sie einen Herold mit der Botschaft, dass sie bereit seien, einen Vergleich zu schließen und Grund hätten zu hoffen, dass er lieber mit ihnen als mit der bisherigen unzuverlässigen Volksregierung in einen Vertrag sich einlassen werde. Er aber wollte nicht glauben, dass die Stadt in ruhiger Verfassung sei und dass das Volk seine alte Freiheit so schnell aufgeben werde, und wenn es ein großes Heer von Peloponnesiern vor sich sähe, wenigstens nicht ruhig bleiben werde. Da er nun sich durchaus nicht überzeugen konnte, dass es unter diesen Umständen in Athen keine stürmischen Bewegungen mehr geben werde, so erteilte er den Abgeordneten der 400 keine friedlich lautende Antwort. Vielmehr ließ er bald darauf aus dem Peloponnese viele Truppen kommen und drückte nun selbst mit der Besatzung von Thessaleia und den neu Angekommenen unmittelbar vor die Mauern Athens, in der Hoffnung,
Sie werden entweder in der Bestürzung sich seinem Begehren eher unterwerfen, oder die Stadt könnte wohl gar im ersten Anlaufe wegen der von innen und außen, wie zu erwarten sei, eintretenden Verwirrung erobert werden, denn die Einnahme der langen Mauern, meinte er, werde wegen Mangels an hinreichender Besatzung derselben ihm unfehlbar gelingen. Als er aber nahe heranrückte und die Athener im Innern der Stadt durchaus keine auffallende Bewegung vornahmen, sondern die Reiterei ausrücken ließen und einen Teil seiner schwer bewaffneten, leichten Truppen und Bogenschützen, weil sie sich zu nahe herangewagt, niederwarfen, auch einiger Rüstungen und Leichname sich bemächtigten, so überzeugte er sich eines Bessern und führte sein Heer wieder zurück. Er selbst und seine Leute blieben nun zwar in Thessalea auf ihrem Posten, die Verstärkungstruppen aber, nachdem sie wenige Tage im Lande verweilt hatten, entließ er wieder nach Hause. Hierauf unterließen es die 400 doch nicht, Gesandte an Agis zu schicken, welche er jetzt günstiger aufnahm. Von ihm aufgemuntert, sandten sie auch nach Lazedämon Abgeordnete wegen Friedensunterhandlungen, da sie den Krieg beigelegt wünschten. Auch schickten sie 10 Männer nach Samos, um das Heer zu beruhigen und zu belehren, dass die Oligarchie nicht zum Nachteile der Stadt und der Bürger eingeführt worden, sondern zur Rettung des ganzen Staats, und dass die Zahl der tätigen Bürger nicht bloß 400, sondern 5000 sei, da doch sonst niemals wegen der Feldzüge und auswärtigen Geschäfte bei keiner auch noch so wichtigen Angelegenheit sich 5000 Bürger zur Beratung eingefunden hätten. Mit diesen und andern angemessenen Aufträgen sandten sie jene sogleich nach ihrer Einsetzung aus, weil sie befürchteten, was auch nachher wirklich erfolgte, es möchte der große Haufe der Seeleute nicht unter einer oligarchischen Ordnung der Dinge leben wollen und von dort aus ihren Sturz zuerst veranlassen und ihre Absetzung bewirken. Denn bereits zeigten sich in Samos unruhige Bewegungen gegen die Oligarchie, und es fügte sich, dass dies um dieselbe Zeit erfolgte, wo die 400 zusammentraten. Denn diejenigen Samier, welche vormals gegen die Vornehmen sich zusammengerottet hatten und Volksfreunde waren, hatten von Pisander bei seiner Ankunft und den in Samos verbundenen Athenern überredet, ihre Partei gewechselt und bildeten nun einen geschworenen Verein von etwa 300 und hatten im Sinne, über die andern als Anhänger der Volkspartei herzufallen. Wirklich ließen sie einen gewissen Athener, Hyperbolus, einen nichtswürdigen Menschen, welcher nicht wegen seines Einflusses oder Ansehens, sondern wegen seiner Schlechtigkeit und weil er eine Schmach der Stadt war, durch das Scharbengericht verbannt worden war, hinrichten, wobei sie Charminus, einer der Feldherren, und einige dort sich aufhaltende Athener, mit welchen sie sich eidlich verbunden, unterstützten. Mit diesen verübten sie noch mehr Ähnliches und hatten im Sinne, einen Angriff auf die Volkspartei zu machen. Diese merkten es und meldeten, was geschehen sollte, den Feldherrn Leon und Diomedon, welche, weil sie bei der Volkspartei in Ansehen standen, die Oligarchie sich nicht gerne gefallen ließen. Ebenso dem Thrasybulus und Thrasyllus, wovon jener Schiffsbefehlshaber, dieser unter den schwer Bewaffneten war, und andern, welche als die eifrigsten Gegner jenes Vereines galten, und baten sie, nicht gleichgültig zuzusehen, wie ihnen der Untergang bereitet und Samos, durch welches allein die Macht der Athener sich bis jetzt behauptet hätte, diesen entfremdet wurde.
Diese gaben den Vorstellungen Gehör, gingen bei den einzelnen Soldaten umher und baten sie, so etwas nicht zu dulden, besonders aber die Paralier, welche aus lauter freien athenischen Männern bestehend die Bemannung eines Schiffes bildeten und von jeher der Oligarchie, auch wo sie noch nicht bestand, aufsätzig gewesen waren. Leon und Diomedon ließen nun, wenn sie irgendwohin ausfuhren, immer einige Schiffe zum Schutze jener zurück. Als nun die 300 einen Angriff auf dieselben machten, so kamen alle diese, besonders die Paralier, ihnen zu Hilfe, und die Anhänger der Volksfreiheit unter den Samiern trugen den Sieg davon. Etwa 30 von den 300 wurden getötet, 3 der Schuldigsten durch Verbannung gestraft. Mit den übrigen lebten sie forthin unter der Volksregierung in einem Staatsverbande, ohne ihnen ihr Unrecht zu gedenken. Die Samier und das Heer schickten eilig das paralische Schiff und auf demselben den Chereas, des Archestratos Sohn, einen Athener, welcher der neuesten Staatsumwälzung geneigt war, nach Athen, um das Geschehene zu melden, denn sie wussten noch nicht, dass die 400 daselbst im Besitze der Herrschaft waren. Da sie nun in den Hafen einliefen, ließen die 400 sogleich 2 oder 3 Leute von den Paraliern in Bande legen. Den übrigen nahmen sie das Schiff und brachten sie auf ein anderes, für Landtruppen bestimmtes Schiff und wiesen ihnen einen Wachposten bei Euböa an. Chereas, der, sobald er sah, was vorging, zu entkommen gewusst hatte, kehrte nach Samos zurück und brachte dem Heere die Nachricht von den Vorfällen in Athen, wobei er alles übertrieb und Ärger darstellte, dass man jedermann mit Schlägen züchtige und dass man den Häuptern der Regierung mit keinem Worte widersprechen dürfe, dass Weiber und Kinder in Athen gemisshandelt werden, dass sie im Sinne haben, die Verwandten aller Kriegsleute in Samos, welche nicht ihre Gesinnung haben, zu ergreifen und einzusperren, um sie, wenn jene sich nicht unterwarfen, hinrichten zu lassen. Und so erzählte er noch manche andere Dinge mit lügenhaften Zusätzen. Als sie dies vernahmen, wollten sie zuerst gegen die vornehmsten Stifter der Oligarchie und gegen diejenigen, welche an dem übrigen teilgenommen, losbrechen. Jedoch wurden sie durch unparteiische Vermittler daran verhindert, welche ihnen vorstellten, dass sie doch, da die Feinde schlagfertig in der Nähe liegen und sie beobachten, den Staat nicht zugrunde richten möchten. Und so standen sie davon ab. Hernach ließen Thrasybulus, Lysos Sohn, und Thrasyllus, die eigentlich an der Spitze der ganzen Veränderung gestanden hatten und die Volksherrschaft auf Samos auf eine entscheidende Weise wieder begründen wollten, sämtliche Krieger und selbst die größten Anhänger der Oligarchie die schwersten Eide schwören, dass sie zuverlässig bei der Volksregierung bleiben, einträchtig sein, den Krieg gegen die Peloponnesier fortsetzen und Gegner der 400 Männer sein und nicht mit ihnen unterhandeln wollen. Es schworen auch alle erwachsenen Samier denselben Eid mit, und so vereinigten sich die Kriegsleute mit den Samiern, die ganze Unternehmung und die Folgen der Gefahren zu teilen, in der Überzeugung, dass weder ihnen noch jenen irgendein anderer Rückhalt der Rettung mehr übrig bleibe, sondern dass sie, es möchten die 400 oder die Feinde in Milet siegen, verloren sein müssten.
So waren beide Parteien um diese Zeit mit leidenschaftlicher Eifersucht tätig, die eine die Hauptstadt zu nötigen, die Volksregierung herzustellen, die andere die Oligarchie im Heere geltend zu machen. Das Heer veranstaltete auch sogleich eine Versammlung, in welcher sie ihre bisherigen Anführer und wer ihnen unter den Schiffshauptleuten verdächtig war, absetzten und dagegen andere Schiffshauptleute und Anführer wählten, unter denen auch Thrasybulus und Thrasyllus waren. Auch traten mehrere als Redner auf und suchten einander gegenseitig durch allerlei Vorstellungen zu ermuntern, besonders aber, dass sie darum, weil die Hauptstadt von ihnen sich getrennt hätte, nicht mutlos sein sollten, denn es sei nur die Minderzahl von ihnen, welche die Mehrzahl bildeten und in jeder Hinsicht mehr Hilfsmittel hätten, abgefallen, denn im Besitze der ganzen Seemacht können sie die übrigen unterworfenen Städte ebenso gut, als wenn Athen ihr Waffenplatz wäre, nötigen, die Abgaben zu entrichten. Ihnen stehe die Stadt Samos, deren Macht nicht unbedeutend sei und welche im Kriege mit Athen beinahe den Athenern die Herrschaft zur See entrissen hätte, zu Gebot. Den Feinden aber können sie aus derselben Stellung wie bisher die Spitze bieten. Im Besitze der Flotte seien sie besser als jene in der Hauptstadt imstande, sich ihre Bedürfnisse zu verschaffen. Jene seien nur dadurch, dass sie vor Samos eine feste Stellung haben, bisher Meister der Zufuhr in den Piräus geblieben, und wenn dieselben ihnen die frühere Verfassung nicht wiederherstellen wollen, so können sie in die Lage kommen, dass sie jenen mit mehr Nachdruck das Meer sperren können, als die Athener ihnen. Die Hilfsmittel, welche die Stadt ihnen zum Sieg über die Feinde gegeben habe, seien unbedeutend und von keinem Belange. Sie haben nichts verloren, da jene nicht einmal mehr ihnen Geld schicken können, sondern die Soldaten sich selbst welches verschaffen müssen, noch auch zweckmäßige Plane mitteilen, worin sonst eine Stadt vor einem Heere den Vorzug habe. Aber auch darin hätten jene sich verfehlt, indem sie die väterlichen Gesetze umgestoßen hätten. Sie aber wollten dieselben erhalten und versuchen, auch jene dazu zu nötigen. Daher seien auch solche, welche gute Maßregeln vorschlagen, bei ihnen nicht geringer zu achten als bei jenen. Alcibiades aber werde, wofern sie ihre Sicherheit und die Rückkehr gewährleisteten, gerne ihnen die Freundschaft des Königs verschaffen. Was aber das Wichtigste sei, so hätten sie, auch wenn alles fehlschlüge, als Besitzer einer so großen Seemacht viele Zufluchtsorte, wo sie Stadt und Land wiederfinden können. Solche Gedanken wurden zur gegenseitigen Ermunterung in der Versammlung besprochen, und sie trafen nicht minder als zuvor alle Anstalten zum Kriege. Jene 10 Abgeordneten aber, welche von den 400 nach Samos abgeschickt worden waren, hörten, was dort geschehen war, schon in Delos und blieben daselbst ruhig liegen. Um dieselbe Zeit erhoben auch die zur Flotte der Peloponnesier vor Milet gehörigen Kriegsleute laute Beschwerden untereinander, dass durch die Schuld des Astyochos und Tisaphernes ihre Sachen immer schlechter gehen, da jener sich geweigert hätte, in früherer Zeit, wo sie noch stärker und die Flotte der Athener klein gewesen, eine Schlacht zu liefern und es auch jetzt noch nicht tun wolle, wo dieselben der Sage nach in Parteizwist begriffen und ihre Schiffe noch nicht alle auf einem Punkte beisammen seien. Sie selbst aber der phönizischen Schiffe des Tisaphernes harrend, die ohnehin nur dem Namen und nicht der Tat nach vorhanden seien, Gefahr laufen, sich allmählich selbst aufzureiben.
Tissaphernes aber mache seinerseits nicht allein keine Anstalten, die Schiffe herbeizubringen, sondern schade auch ihrer Seemacht durch oft unterbrochene und unvollständige Bezahlung des Soldes. Man solle also, sagten sie, nicht länger säumen, sondern ein entscheidendes Seetreffen liefern. Darauf drangen vorzüglich die Syrakusier. Als die Verbündeten und Astyochos das Murren der Leute vernommen und daher in einer gemeinsamen Beratung beschlossen hatten, eine entscheidende Schlacht zu wagen, da auch ihnen die Verwirrung in Samos gemeldet wurde, so brachen sie mit sämtlichen Schiffen auf, 112 an der Zahl, und geboten den Milesiern, auf dem Landwege nach Mykale zu ziehen. Sie selbst aber steuerten auch nach Mykale. Als nun die Athener, welche mit ihren 82 Schiffen von der Flotte bei Samos, welche gerade bei Glauce nahe an Mykale vor Anker lagen, da auf dieser Seite Samos in geringer Entfernung vom Festlande gegen Mykale liegt, die Peloponnesische Flotte heransegeln sahen, so zogen sie sich nach Samos zurück, weil sie sich der Zahl nach nicht stark genug glaubten, um einen Kampf anzunehmen, wo alles auf dem Spiele stünde. Und da sie auch schon früher erfahren hatten, dass jene von Milet eine Seeschlacht liefern wollten, so wollten sie Strombichides erwarten, der mit den Schiffen von Chios, welche nach Abydos abgegangen waren, vom Hellespont aus zu ihnen stoßen sollte, denn man hatte schon vorher einen Boten an ihn gesandt. Aus diesen Gründen zogen sich die Athener nach Samos zurück. Die Peloponnesier liefen bei Mykale ein und lagerten sich daselbst und zugleich das Landheer der Milesier und der nächstgelegenen Orte. Am folgenden Tage waren sie schon im Begriff, mit der Flotte gegen Samos aufzubrechen. Da wurde ihnen gemeldet, dass Strombichides mit den Schiffen vom Hellespont angekommen sei. Daher segelten sie sogleich nach Milet zurück. Als nun die Athener die Verstärkung jenes Geschwaders erhalten hatten, liefen sie selbst gegen Milet aus mit 108 Schiffen in der Absicht, eine Hauptschlacht zu liefern. Da aber niemand erschien, gegen sie zu kämpfen, so fuhren sie wieder nach Samos zurück. Ende von Achtes Buch, Teil 7. Achtes Buch, Teil 8 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. OSIANDER. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Bald darauf, in demselben Sommer, geschah es, dass die Peloponnesier, da sie sich mit ihrer gesamten Seemacht dem Feinde nicht gewachsen glaubten und daher nicht gegen ihn auszulaufen gewagt hatten und sich in Verlegenheit befanden, wie sie für so viele Schiffe das Geld auftreiben sollten, zumal da Tissaphernes ihnen nur spärlich zahlte, den Klearchos, des Ramphias Sohn, mit 40 Schiffen an Pharnabassos abschickten, wie es von Anfang an vom Peloponneser aus angeordnet war. Denn Pharnabassos selbst hatte sie eingeladen und war bereit, ihnen Sold zu geben. Auch hatte Byzanz ihnen durch einen Herold sagen lassen, dass es von den Athenern abfallen wolle. Diese peloponnesischen Schiffe fuhren, um von den Athenern auf ihrer Fahrt nicht bemerkt zu werden, auf die hohe See, gerieten aber in einen Sturm, worauf die meisten derselben mit Klearchos Delos erreichten und nach Milet zurückkehrten. Klearchos begab sich zu Lande nach dem Hellespont und übernahm dort den Oberbefehl. Die übrigen 10 Schiffe aber retteten sich unter dem Megareer
Helixus nach dem Hellespont, und so bewerkstelligten sie den Abfall von Byzanz. Als nun die auf Samos dies vernahmen, so schickten sie ein Hilfsgeschwader und eine Besatzung nach dem Hellespont. Es erfolgte auch ein kleines Seegefecht mit 8 Schiffen gegen 8 vor Byzanz. Indessen beharrten die Vorsteher auf Samos, besonders aber Thrasybulus, nachdem er die Verfassungsänderung bewirkt hatte, bei ihrer vorigen Meinung, den Alcibiades zurückzurufen, und setzten dies endlich auch in einer Versammlung bei der Mehrzahl der Soldaten durch. Nachdem sie nun den Beschluss gefasst, dass Alcibiades ungekränkt und sicher zurückkommen dürfe, so fuhr Thrasybulus zu Tissaphernes und brachte Alcibiades nach Samos herüber, indem er dies für das einzige Rettungsmittel ansah, wenn er Tissaphernes bewegen könnte, von den Peloponnesiern auf ihre Seite überzutreten. In der nun gehaltenen Versammlung beklagte und bejammerte Alcibiades das persönliche Missgeschick seiner Verbannung, sprach dann viel über die Staatsangelegenheiten, suchte die Zuhörer mit großen Hoffnungen für die Zukunft zu erfüllen und pries mit Übertreibung sein Ansehen bei Tissaphernes, um den Inhabern der oligarchischen Regierung in der Heimat sich furchtbar zu machen und desto eher die Auflösung der politischen Vereine zu bewirken und sich desto mehr Achtung und Vertrauen bei denen in Samos zu erwerben, auch um zwischen den Feinden und Tissaphernes ein unheilbares Zerwürfnis zu veranlassen und so die Vereitelung ihrer noch bestehenden Hoffnungen zu bewirken. Er versicherte also mit großer Ruhmredigkeit, Tissaphernes habe sich gegen ihn verbindlich gemacht, wenn er nur Vertrauen zu den Athenern fassen könnte, dass es ihnen, solange er selbst nur etwas übrig hätte, zuverlässig nicht an Unterhalt fehlen würde, und wenn er am Ende seine eigenen Teppiche versilbern müsste. Die schon zu Aspendus befindlichen phönizischen Schiffe werde er für die Athener und nicht für die Peloponnesier herbeiholen lassen. Trauen aber werde er den Athenern nur dann, wenn Alcibiades wieder eingesetzt wäre und gegen ihn die Bürgschaft übernähme. Nachdem sie dies und noch manches andere vernommen, ernannten sie den Alcibiades sogleich neben den früher Gewählten zum Feldherrn und übertrugen ihm die Leitung des Ganzen. Und jeder würde in diesem Augenblick seine Hoffnung auf glückliche Rettung und auf Rache an den 400 mit nichts in der Welt vertauscht haben. Und schon hatten sie auf jenen Vortrag hin Lust, mit Verachtung der nahestehenden Feinde augenblicklich gegen den Piräus einen Seezug zu machen. Alcibiades aber, so sehr auch viele in ihn drangen, widersetzte sich mit allem Nachdruck dem Gedanken, die nähern Feinde zurückzulassen und gegen den Piräus zu ziehen. Da er zum Feldherrn gewählt sei, müsse er zuerst das, was den Krieg angehe, besorgen und zu Tissaphernes schiffen. Wirklich reiste er unmittelbar nach dieser Versammlung ab, teils um sich das Ansehen zu geben, als verhandelte er alles gemeinschaftlich mit jenem, teils um bei jenem sich in größere Achtung zu setzen und sich ihm als neu gewählten Feldherrn vorzustellen, der imstande sei, ihm zu schaden und zu nützen. So gelang es dem Alcibiades, die Athener durch den Tissaphernes und diesen durch jene zu schrecken.
Als die Peloponnesier in Milet die Rückkehr des Alcibiades vernahmen, so zerfielen sie, schon zuvor misstrauisch gegen Tissaphernes, nun noch weit mehr mit ihm, denn zufälligerweise hatte der versuchte Seezug der Athener gegen Milet, wo jene sich geweigert auszurücken und die Seeschlacht anzunehmen, den Tissaphernes noch weit lässiger in der Entrichtung des Soldes gemacht und schon vor diesem Vorfalle mit Alcibiades viel zur Verstärkung des Hasses gegen jenen beigetragen. Die Soldaten, und zwar nicht bloß der Haufe der gemeinen Krieger, sondern auch sonst noch einige bedeutende Personen, rotteten sich nun, wie sie auch schon früher getan, zusammen und besprachen sich miteinander darüber, dass sie niemals ihren vollständigen Sold bekämen, dass die Zahlungen gering und nur mit Unterbrechung geleistet werden, so dass, wenn man nicht eine entscheidende Schlacht liefere und in eine Gegend wegziehen würde, wo sie Unterhalt bekämen, die Leute von den Schiffen entlaufen würden. Von allem diesem sei Astyochos schuld, welcher aus Eigennutz den Schmeichler bei Tissaphernes mache. Während dieser Besprechungen ereignete sich noch folgender unruhige Auftritt, welcher den Astyochos betraf. Da die Mehrzahl der syrakusischen und thurischen Seeleute aus freien Leuten bestand, so stürmten sie umso trotziger auf ihn ein und forderten ihren Sold. Er antwortete ziemlich herrisch, drohte und erhob sogar gegen Dorieus, welcher das Begehren seiner Seeleute unterstützte, den Stock. Als der Haufe der Soldaten dies sah, stürzten sie nach der Weise von Seeleuten mit Geschrei auf Astyochos los, um nach ihm zu stoßen und zu schlagen. Er aber sah sich vor und nahm seine Zuflucht zu einem Altar. Doch wurde er nicht verwundet, sondern man brachte sie wieder auseinander. Die Milesier bemächtigten sich auch der kleinen Festung, welche Tissaphernes in Milet erbaut hatte, durch heimlichen Überfall und vertrieben die dortige Besatzung. Dies war auch den übrigen Verbündeten, vorzüglich den Syrakusiern, erwünscht. Jedoch Lichas war nicht damit zufrieden, sondern behauptete, die Milesier und andere im Gebiete des Königs müssen dem Tissaphernes bei gemäßigten Forderungen unterwürfig sein und Dienstbeflissenheit zeigen, bis sie dem Kriege eine günstige Wendung gegeben hätten. Die Milesier aber wurden dadurch und wegen anderer ähnlicher Ursachen über ihn aufgebracht, und als er später an einer Krankheit starb, so duldeten sie nicht, dass er da, wo die anwesenden Lazedämonier es wollten, begraben wurde. Während sie nun mit Astyochos und Tissaphernes solche Zwiste hatten, kam Mindarus von Lazedämon, der dem Astyochos zum Nachfolger im Oberbefehl über die Flotte bestimmt war und denselben jetzt übernahm. Astyochos aber segelte ab, und mit ihm ließ Tissaphernes als Abgesandten einen von seinen Dienern, Gaulites, einen Karier, der beider Sprachen kundig war, abgehen, um über die Milesier wegen der Festung Beschwerde zu führen und ihn selbst zu rechtfertigen, da ihm bekannt war, dass Milesier nach Sparta reisten, hauptsächlich um ihn anzuklagen, und mit denselben Hermokrates, welcher den Tissaphernes nebst Alcibiades als Verderber der peloponnesischen Macht und als schwankend zwischen beiden Parteien darstellen wollte. Er war von jeher mit Hermokrates wegen der Ablieferung des Soldes in Feindschaft gewesen, und da in der letzten Zeit Hermokrates aus Syrakus verbannt war und andere syrakusische Befehlshaber bei dem Geschwader vor Milet angekommen waren, Potamis, Myskon und Demarchus,
so verfolgte Tisaphanes den Harmokrates als Verbannten noch weit mehr und beschuldigte ihn unter anderem, er hätte einst Geld von ihm verlangt und keines erhalten, und darum sei er sein Feind geworden. Astyochos nun und die milesischen Abgeordneten und Harmokrates schifften nach Lazedämon. Alcibiades aber hatte sich bereits wieder von Tisaphanes hinweg und nach Samos hinüber begeben. Die Gesandten der 400, welche diese früher abgeschickt hatten, um die auf Samos zu beruhigen und zu belehren, kamen in Anwesenheit des Alcibiades von Delos an. Es wurde eine Versammlung veranstaltet und sie versuchten, einen Vortrag zu halten. Die Soldaten wollten sie zuerst gar nicht anhören, sondern schrien, man sollte die Zerstörer der Volksgewalt töten. Nachher wurden sie jedoch mit Mühe zur Ruhe gebracht und hörten jene an. Sie erklärten, jene Umwälzung sei nicht zum Verderben des Staats, sondern zu seiner Rettung geschehen und nicht um den Staat den Feinden in die Hände zu liefern, denn dies hätte seit ihrer Einsetzung in die Regierung bei jenem feindlichen Überfall in ihrer Macht gestanden, und dass von den 5000 alle verhältnismäßigen Anteil an der Regierung haben werden, dass ihre Angehörigen nicht, wie Schereas verleumderisch ausgesagt hätte, gemisshandelt werden, noch sonst in einer schlimmen Lage seien, sondern jeder in seinem Eigentum auf seiner Stelle bleiben könne. Unerachtet dieser und vieler anderen Vorstellungen fanden sie doch kein Gehör, sondern alle bezeugten ihren Unwillen. Der eine riet dies, der andere jenes, meistens aber stimmten sie für einen Seezug gegen den Piräus. Und damals war es, wo Alcibiades nach allgemeinem Urteile dem Staate zum ersten Male und mehr als irgendjemand nützte, denn da die Athener in Samos stürmisch verlangten, gegen ihre eigenen Landsleute zu ziehen, wodurch offenbar Ionien und der Hellespont sogleich in die Hände der Feinde gefallen wären, so wusste er, dies zu verhindern, und in diesem Zeitpunkte wäre kein anderer Mensch imstande gewesen, den Pöbel im Zaume zu halten. Er aber brachte sie von dem Gedanken an den Seezug ab und wies diejenigen durch Verweise zurück, welche ihren Grimm an den Personen der Gesandten auslassen wollten. Er selbst entließ dieselben mit der Antwort, dass er der Herrschaft der 5000 nicht entgegen sei, aber der 400 sollen sie sich entledigen und den Rat von 500, wie er früher bestanden, wieder einsetzen, wenn sie Ersparnisse und Beschränkungen eingeführt hätten, damit das Heer desto eher seinen Unterhalt bekomme, so müsse er dies sehr billigen. Übrigens ermahnte er sie, standhaft zu sein und den Feinden nicht nachzugeben. Denn wenn nur der Staat gerettet werde, so sei große Hoffnung vorhanden, dass sie unter sich einig werden würden. Würde aber die Macht in Samos oder sie in der Heimat ein Unglück erleiden, so werde niemand mehr da sein, mit dem man sich aussöhnen könnte. Es erschienen auch Gesandte von den Argivern, welche der Volkspartei der Athener in Samos den Antrag machten, ihr Hilfe zu senden. Alcibiades belobte sie und entließ sie mit der Erklärung, sie möchten sich einfinden, wenn man sie zur Hilfe rufen würde. Diese Argiver waren mit den Paraliern gekommen, welche früher von den 400 den Auftrag erhalten hatten, auf dem Kriegsschiffe bei Euböa zu kreuzen und athenische Abgeordnete der 400 nach Lazedämon bringen sollten. Sie hießen Lespodias, Aristophon und Melesias. Als diese in der Gegend von Argos schifften, so ergriffen sie die Gesandten und
übergaben sie den Argivern, da sie zu den bedeutendsten Teilnehmern an dem Sturze der Volksregierung gehörten. Sie selbst aber kehrten nicht mehr nach Athen zurück, sondern nahmen die Abgeordneten von Argos nach Samos mit und kamen mit dem Dreiruder, dessen sie sich bemächtigt hatten, an. In demselben Sommer, um dieselbe Zeit, wo die Peloponnesier sowohl wegen anderer Ursachen als auch wegen der Zurückberufung des Alcibiades auf Tissaphernes, als ob er sich nun entschieden zur athenischen Partei hinneigte, unwillig waren, wollte derselbe, wie es wenigstens äußerlich schien, vor ihnen der schlimmen Nachreden sich entledigen und machte Anstalt, nach Aspendus zur Abholung der phönizischen Schiffe abzureisen, wobei er den Lichas sich als Begleiter erbat. Auch sagte er wolle seinen Unterstatthalter Thamos dem Heere beigeben, um demselben während seiner Abwesenheit die Unterhaltsmittel zu reichen. Die Sache wird verschieden erzählt, und es ist nicht leicht zu bestimmen, in welcher Absicht er sich nach Aspendus begab, und da er sich dort befand, doch die Schiffe nicht mitbrachte. Denn entschieden ist, dass 147 phönizische Schiffe bis Aspendus kamen. Warum sie aber nicht weiter gingen, darüber hat man mancherlei Vermutungen. Einige meinen, er habe durch seine Reise die Peloponnesier seinem Plane gemäß hinhalten und schwächen wollen. Wenigstens reichte ihnen Thamos, dem es aufgetragen war, den Unterhalt um nichts besser, sondern schlechter. Andere, er habe die phönizischen Schiffe nach Aspendus kommen lassen, um für ihre Entlassung von ihnen Geld zu erpressen, denn er habe ohnehin nicht im Sinne gehabt, sich ihrer zu bedienen. Andere, er habe sich so benommen wegen des Geschreis, das man in Lazedämon über ihn erhob, damit man sagen möchte, er handle nicht unrechtlich, sondern begebe sich nun wirklich zu der in der Tat ausgerüsteten Flotte. Mir scheint jedoch die zuverlässigste Meinung die zu sein, dass er, um die griechische Macht aufzureiben und hinzuhalten, die Flotte nicht herbeibrachte. Geschwächt sollte jene werden, während er dort verweilte und zögerte. Auch wollte er das Gleichgewicht erhalten, um keinen von beiden Teilen durch Anschließung an sie allzu mächtig zu machen. Denn hätte er dem Krieg ein Ende machen wollen, so lagen die Mittel ohne allen Zweifel klar vor ihm. Hätte er jene Schiffe herbeigeholt, so hätte er höchstwahrscheinlich den Lazedämoniern den Sieg verschafft, da wenigstens unter den damaligen Umständen ihre Flotte der feindlichen eher mit gleicher als mit geringerer Macht gegenüberstand. Er verriet sich auch selbst vornehmlich durch den Vorwand, mit dem er das Ausbleiben der Schiffe entschuldigte. Er sagte, sie seien nicht in der vom Könige bestimmten Anzahl zusammengebracht worden. Allein er würde dadurch sich noch ein größeres Verdienst erworben haben, weil er dann von dem Gelde des Königes nicht viel aufgewendet und mit geringeren Mitteln dasselbe geleistet haben würde. Kurz, Tissaphernes kam nun, in welcher Absicht es auch geschehen sein mag, nach Aspendus und traf dort die Phönizier, und die Peloponnesier sandten auf sein Verlangen den Philippus, einen Lazedämonier mit 2-3 Rudern, als ihren Abgeordneten zu jener Flotte. Da Alcibiades vernahm, dass Tissaphernes nach Aspendus gereist sei, segelte auch er mit 13 Schiffen dorthin und versprach denen in Samos unfehlbare und wichtige Vorteile zu erlangen, denn entweder werde er die phönizischen Schiffe ihnen zuführen oder wenigstens verhindern, dass sie nicht zu den Peloponnesiern stoßen. Wahrscheinlich kannte er seit längerer Zeit schon die Gesinnung des Tissaphernes, dass dieser die Schiffe
nicht mitbringen werde. Zugleich wollte er die Peloponnesier in der gehässigen Meinung von jenem, als ob er sein und der Athener Freund wäre, bestärken und ihn eben dadurch nötigen, umso eher auf die Seite der Athener überzutreten. Er ging also unter Segel und nahm seine Richtung ostwärts, gerade gegen Phaselis und Kaunus zu. Die von den 400 nach Samos gesandten Abgeordneten waren indes nach Athen zurückgekommen und überbrachten die Aufträge des Alcibiades, dass er ihnen rate, standhaft zu bleiben und den Feinden nicht nachzugeben, dass er große Hoffnung habe, das Heer mit ihnen auszusöhnen und über die Peloponnesier zu siegen. Dadurch wurde die Mehrzahl der Teilnehmer an der Oligarchie, die schon vorher unzufrieden gewesen war und gerne ohne Gefahr der Sache losgeworden wäre, noch weit mehr in ihrer Gesinnung bestärkt. Und schon hielten sie Zusammenkünfte und beschwerten sich über die Lage des Vaterlandes, wobei sie einige der ausgezeichneten Feldherren, welche zu der oligarchischen Regierung gehörten und in Ämtern standen, zu Wortführern hatten, namentlich Theramenes, Hagnons Sohn, und Aristokrates, Celias Sohn und andere. Diese waren unter den ersten Staatsbeamten, doch fürchteten sie, wie sie sagten, das Heer auf Samos und Alcibiades und die Gesandten, welche man von Zeit zu Zeit nach Sparta schickte, sie möchten, ohne die Mehrzahl der Bürger beizuziehen, irgendwo etwas dem Staate Nachteiliges unternehmen, nicht aber die Befreiung von dem drohenden Joche einer allzu mächtigen Oligarchie. Aber eben darum, sagten sie, müsse man die 5000 der Tat und nicht bloß dem Namen nach einsetzen und in die Verfassung mehr bürgerliche Gleichheit bringen. Es war zwar der Schein einer bürgerlichen Gesinnung, den sie durch solche Reden sich geben wollten, aber nur aus besonderem Ehrgeize schlossen sich die meisten derselben an eine solche Partei an, worüber gewöhnlich die aus einer Volksregierung hervorgegangenen Oligarchien zugrunde gehen. Jeder will augenblicklich nicht mehr andern gleichstehen, sondern bei weitem der Erste sein. Geschehen aber die Wahlen nach der Weise einer Volksregierung, so lässt man sich leichter eine Zurücksetzung gefallen, indem man nicht seinesgleichen, sondern einem Besseren nachzustehen glaubt. Am entschiedensten wirkte auf sie die in Samos fest gegründete Macht des Alcibiades und der Gedanke, dass die Verfassung der Minderzahl doch nicht Bestand haben werde. Es wetteiferte also jeder mit dem andern, der erste Vorsteher der Volksregierung zu werden. Ende von Achtes Buch, Teil 8. Achtes Buch, Teil 9 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C.N. OSIANDER. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Diejenigen hingegen, welche einer solchen Verfassungsform am meisten entgegen waren und an der Spitze standen, Phrynichus, der auch früher als Feldherr in Samos dem Alcibiades entgegengearbeitet hatte, Aristarchus, der seit langer Zeit einer der heftigsten Gegner der Volkspartei war, und Pisander und Antiphon und die übrigen Männer vom größten Ansehen, welche früher gleich nach ihrer Einsetzung und nachdem die auf Samos von ihnen zur Demokratie abgefallen waren, ihrerseits Abgeordnete nach Lazedämon gesandt, eifrig für die Oligarchie gearbeitet und das sogenannte Etionea hatten befestigen lassen, betrieben alles dieses jetzt noch viel eifriger,
seit ihre Gesandte von Samos zurückgekommen waren, da sie sahen, dass auch von den ihrigen die meisten, die sie früher für zuverlässig gehalten, anderen Sinnes seien. Sie sandten also aus Furcht vor dem, was in Athen und Samos vorging, den Antiphon und Phrynichus und noch andere 10 Männer in Eile an die Lazedämonier mit dem Auftrag, auf jede Weise, die irgend erträglich wäre, einen Vergleich zu treffen. Auch bauten sie noch emsiger an den Festungswerken zu Eetionea. Theramenes und seine Anhänger legten diesem Bau die Absicht unter, nicht etwa denen in Samos, wenn sie die Einfahrt erzwingen wollten, das Einlaufen zu verwehren, sondern vielmehr die Feinde, wenn es ihnen gefiele, mit Land- und Seemacht einzulassen. Denn Eetionea ist eine Spitze der Landzunge des Piräus, neben welcher unmittelbar die Einfahrt ist. Es wurden nun die dort angelegten Festungswerke mit der zuvor schon gegen das Land zu vorhandenen Mauer so in Verbindung gebracht, dass man auch bei einer geringen dort aufgestellten Besatzung die Einfahrt beherrschen konnte, denn unmittelbar an dem einen Turme, der an der Mündung des Hafens liegt, wo dieser am engsten ist, endete die alte dem Lande zugekehrte Mauer und der innere Teil der neuen Festungswerke, die am Meere angelegt wurden. Sie erbauten auch im Piräus eine fortlaufende, sehr große Halle, die ganz nahe an jene Werke sich anschloss, worüber sie selbst den Oberbefehl führten und jedermann nötigten, sein vorrätiges und weiter eingeführtes Getreide dort auszuladen und bei dem Verkaufe daselbst wieder zu holen. Schon seit längerer Zeit hatte Theramenes diese Sache in Verruf zu bringen gesucht und besonders jetzt, als die Gesandten von Sparta zurückkehrten, ohne etwas allgemein Annehmbares ausgerichtet zu haben, was zum Frieden führen konnte, indem er behauptete, es sei Gefahr vorhanden, dass diese Befestigung der Stadt den Untergang bringe, denn gerade damals lagen 42 Schiffe aus dem Peloponnes, worunter auch einige italische von Tarent und Lokri und einige sizilische sich befanden, bereits bei Las im lakonischen Gebiete vor Anker, welche auf eine Einladung der Euböer zur Fahrt nach Euböa gerüstet waren, unter Anführung des Spartiaten Agesandridas, Sohnes von Agesander. Von diesen sagte Theramenes, sie seien nicht sowohl nach Euböa, sondern für die, welche Eetionea befestigen, bestimmt, um ihnen zur Hilfe zu kommen. Und wenn man nicht auf seiner Hut sei, so werde, ehe man sich's versehe, alles verloren sein. Und es war auch etwas daran auf Seiten derer, welche die Beschuldigung traf, und nicht bloßes verleumderisches Gerede, denn jene wollten zwar fürs Erste unter einer oligarchischen Verfassung auch über die Verbündeten herrschen, und wenn dies nicht gelänge, sich doch im Besitze der Schiffe und der Stadt als unabhängige Gebieter behaupten. Wurde ihnen aber auch dies unmöglich gemacht, so wollten sie nicht unter der wiederhergestellten Volksregierung vor andern die ersten Opfer werden, sondern lieber sogar die Feinde einlassen und ohne Mauern und Schiffe sich mit ihnen vergleichen und so gut, als es sich tun ließe, den Staat erhalten, wenn ihnen nur für ihre Personensicherheit gewährt wurde. Daher waren sie auch mit dem Bau dieser Festungswerke, welche kleine Tore und Eingänge hatten, wo man die Feinde einlassen konnte, eifrig beschäftigt und wollten die Vollendung derselben in Zeiten betreiben. Zuerst sprach man unter wenigen und mehr heimlich von der Sache.
Phrynichus aber wurde, nach seiner Rückkunft von der Gesandtschaft nach Lazedämon, auf dem Wege vom Ratsgebäude, demselben ganz nahe, bei vollem Markte von einem aus der Bürgerwache hinterlistigerweise verwundet und sank plötzlich tot nieder. Der Mörder entwischte, aber dessen Gehülfe, ein Argiver, wurde ergriffen und auf Befehl der 400 gefoltert, nannte jedoch keinen, der es ihn geheißen, und gab auch sonst nichts an, was er wüsste, als dass viele Leute, teils im Hause des Befehlshabers der Bürgerwache, teils anderswo Zusammenkünfte halten. Als man nun damit die Sache auf sich beruhen ließ, so schritten nunmehr Theramenes und Aristokrates und alle andere, die unter den 400 und außerhalb dieser Behörde ihres Sinnes waren, umso kühner zur Ausführung ihres Planes, denn bereits hatten die Schiffe aus Lakonien die Küste umsegelt, sich bei Epidaurus vor Anker gelegt und bis Ägina gekreuzt. Theramenes erklärte nun, es sei nicht wahrscheinlich, dass die Schiffe, wenn sie nach Euböa bestimmt wären, in den Meerbusen von Ägina einlaufen und dann wieder bei Epidaurus sich vor Anker legen würden, wenn sie nicht in der Absicht, über welche er sich von jeher beschwert hätte, eingeladen wären, herbeizukommen. Man könne also der Sache nicht mehr so ruhig zusehen. Endlich, da viele solche zum Aufstande reizende Reden geführt wurden und neue Verdachtsgründe dazu kamen, so schritten sie nun auch zu Tätlichkeiten, denn die schwer Bewaffneten, welche an den Festungswerken zu Etionea arbeiteten, unter denen sich auch Aristokrates mit der Abteilung aus seiner Zunft als Hauptmann befand, setzten den Alexikles, einen Befehlshaber von der oligarchischen Partei, der seinen Genossen sehr ergeben war, gefangen, führten ihn in ein Haus und sperrten ihn ein. Es half ihnen dabei unter anderem auch Hermon, Anführer der Bürgerwache von Munichia. Und was das Wichtigste war, der große Haufe der schwer Bewaffneten teilte dieselbe Gesinnung. Als dies den 400, welche gerade im Ratssaale beisammen saßen, gemeldet wurde, waren sie sogleich, mit Ausnahme derer, welche mit diesem Zustande der Dinge unzufrieden waren, entschlossen, zu den Waffen zu greifen und stießen Drohungen gegen Theramenes und seine Anhänger aus. Er aber rechtfertigte sich und erklärte sich bereit, auf der Stelle mit ihnen zu ziehen und jenen befreien zu helfen. Er nahm also einen Feldherrn, der mit ihm gleichgesinnt war, zu sich und begab sich in den Piräus. Es rückte auch Aristarchus und die jüngeren Leute aus dem Ritterstande aus. Groß und entsetzenerregend war das Getümmel, denn die in der Stadt glaubten, dass bereits der Piräus besetzt und der Gefangene ermordet sei. Die im Piräus aber erwarteten jeden Augenblick, von den Stadtbewohnern angegriffen zu werden. Die bejahrten Männer taten mit Mühe denen, die in der Stadt umherrannten und zu den Waffen eilten, Einhalt. THUCYDIDES aus Pharsalus, ein Staatsgastfreund, der eben anwesend war, trat den Einzelnen mit vielem Eifer entgegen und rief ihnen zu, sie möchten, da der Feind in der Nähe lauere, ihr Vaterland nicht ins Unglück stürzen. So wurden sie wieder ruhig und enthielten sich der Tätlichkeiten gegeneinander. Als Theramenes in den Piräus gekommen war, so stellte er sich, zum Scheine ein Geschrei erhebend, sehr aufgebracht über die Hopliten. Aristarchus aber und die Gegner der Volkspartei schnaubten Rache. Die schwer Bewaffneten wollten es wirklich zum Angriff kommen lassen, zeigten keine Reue und fragten den Theramenes, ob er glaube, dass die Festungswerke in guter Absicht erbaut werden oder ob es besser wäre, sie niederzureißen.
Er erwiderte, wenn sie für gut fänden, sie zu zerstören, so trete er auch ihrer Meinung bei. Und auf der Stelle erstiegen die schwer bewaffneten und viele Einwohner des Piräus die Werke und rissen sie nieder. Man redete dem großen Haufen zu, dass jeder, der wünsche, dass die Gewalt von den 400 in die Hände der 5000 komme, Hand ans Werk legen solle, denn sie versteckten sich doch noch hinter dem Namen der 5000, so dass, wer die Volksherrschaft wünschte, es nicht gerade heraussagte, aus Furcht, es möchten wirklich Leute von der anderen Partei da sein, und man möchte durch eine solche Rede vor jemand, den man nicht kannte, sich Verlegenheit zuziehen. Die 400 wollten eben daher weder, dass die Versammlung der 5000 ins Leben treten, noch dass ihr Nicht-Vorhandensein bemerkt werden sollte, weil sie die Einsetzung so vieler Teilhaber an ihrer Gewalt geradezu für eine Volksregierung angesehen haben würden und weil auf der anderen Seite die Vernichtung dieser Behörde gegenseitigen Schrecken verbreitet haben würde. Am folgenden Tage versammelten sich die 400, so sehr sie auch in Bestürzung waren, doch in dem Ratsgebäude. Die schwer Bewaffneten aber im Piräus ließen den Gefangenen Alexikles los, und nach Zerstörung der Festungswerke zogen sie in das Bacchus-Theater bei Munichia, stellten sich dort bewaffnet auf und hielten an diesem außergewöhnlichen Orte eine Versammlung, und nach gefasstem Beschlusse rückten sie in die Stadt ein und nahmen ihre Stellung im Anasseum. Einige Männer aus den 400, welche man dazu auserlesen hatte, kamen nun zu jenen, sprachen je mit den Einzelnen und suchten diejenigen, welche sie milder gestimmt fanden, zu bereden, nicht nur selbst sich ruhig zu verhalten, sondern auch die übrigen zurückzuhalten, indem sie ihnen vorstellten, dass sie die 5000 ernennen wollten und dass aus diesen nach dem Gutdünken der 5000 abwechslungsweise die 400 gewählt werden sollten. Indessen möchten sie doch auf keine Weise das Verderben der Stadt veranlassen, noch sie den Feinden preisgeben. Nachdem man solches von verschiedenen Seiten vielen vorgestellt, zeigte sich der ganze Haufen der schwer Bewaffneten lenksamer als früher, vornehmlich aus Furcht für das Dasein des ganzen Staats. Sie wurden einig, dass an einem bestimmten Tage im Bacchus-Tempel eine Volksversammlung zur Ausgleichung der streitigen Punkte gehalten werden sollte. Als nun die Volksgemeinde im Bacchus-Tempel zusammentrat und beinahe schon alles versammelt war, so kam die Nachricht, dass die 42 Schiffe mit Agesandridas von Megara her an Salamis vorbeisegeln, und jedermann aus dem Volke glaubte, dass gerade das jetzt in Erfüllung gehe, was Theramenes und seine Anhänger längst angekündigt hatten, dass die Schiffe gegen die Befestigungswerke heransegeln und dass die Niederreißung zum Heile des Staats geschehen sei. Wirklich verweilte Agesandridas, vielleicht wegen gewisser Verabredungen in der Gegend von Epidaurus und in den dortigen Gewässern. Doch ist es auch wahrscheinlich, dass er bei den damaligen Parteizwisten der Athener gewisse Hoffnungen hegte und, um im rechten Augenblicke bei der Hand zu sein, sich dort aufhielt. Auf diese Nachricht zogen die Athener sogleich eilig und in Masse in den Piräus, indem sie dachten, dass der ihnen von Seiten der Feinde nicht von ferne, sondern am Hafen selbst drohende Krieg wichtiger als der innere Kampf sei. Die einen bestiegen die schon bereit liegenden Schiffe, die andern ließen Schiffe vom Stapel und eilten herbei, um die Verschanzungen und die Mündung des Hafens zu decken.
Aber die peloponnesischen Schiffe fuhren vorbei, umsegelten Sunium und legten zwischen Torikos und Prasiae an. Später kamen sie nach Oropus. Die Athener, wiewohl sie in der Eile auch ungeübter Schiffsmannschaft sich bedienen mussten, da die Stadt in Parteizwist sich befand und sie einer so wichtigen Besitzung aufs Schleunigste zu Hilfe kommen wollten, da Euböa bei der Sperrung von Attika ihnen alles war, sandten Trymochares als Anführer mit einer Flotte nach Eretria. Diese war mit den vorher in Euböa befindlichen Schiffen 36 Segel stark und wurde sogleich gezwungen, sich zu schlagen, denn Agesandridas ließ nach gehaltenem Frühmahle seine Schiffe von Oropus auslaufen. Oropus aber ist von der Stadt Eretria etwa 60 Seestadien entfernt. Als er nun heransegelte, so wollten die Athener sogleich ihre Schiffe bemannen in der Meinung, dass die Soldaten in der Nähe der Flotte wären. Aber diese hatten die Lebensmittel zum Mahle nicht auf dem Markte gefunden, weil die Eretreer absichtlich dort nichts feilboten, sondern aus den entferntesten Häusern der Stadt herbeibringen müssen, damit ihre Einschiffung sich verziehen und die Feinde mit ihrem Angriff sie überraschen möchten und die Athener genötigt wurden, so wie der Augenblick sie träfe, auszulaufen. Auch wurde jenen von Eretria aus ein Zeichen gegeben, wann sie auslaufen sollten. In einer solchen Verfassung gingen die Athener unter Segel und lieferten vor dem Hafen von Eretria eine Seeschlacht. Zwar hielten sie eine kurze Zeit dennoch stand, dann aber wurden sie zurückgeschlagen und zum Lande hin verfolgt. Und alle, die nach Eretria als einer befreundeten Stadt sich flüchteten, hatten das Allerschlimmste los, indem sie von den Einwohnern getötet wurden. Diejenigen aber, welche in die Zitadelle in Eretria flohen, welche noch die Athener innehatten, retteten sich, so auch die Schiffe, welche nach Chalcis kamen. Die Peloponnesier eroberten 22 athenische Schiffe, deren Mannschaft teils getötet, teils gefangen wurde. Dann errichteten sie ein Siegeszeichen, und bald darauf bewirkten sie den Abfall von Euböa, Oreus ausgenommen, welches die Athener selbst innehatten, und trafen sonst daselbst ihre Einrichtungen. Die Nachricht von den Vorfällen auf Euböa erregte bei den Athenern die größte Bestürzung, die je gewesen, denn weder der Unfall auf Sizilien, so bedeutend er damals zu sein schien, noch sonst irgendein Ereignis hatte je solchen Schrecken verbreitet. Da nämlich das Heer in Samos abgefallen war, da sie keine Flotte noch Mannschaft zur Besetzung derselben mehr hatten, da sie unter sich in Parteizwist waren und man nicht wissen konnte, wann sie gegeneinander selbst losschlagen würden, und nun noch ein solcher Unfall dazu gekommen war, wo sie sowohl ihre Schiffe als auch, was das Wichtigste war, Euböa verloren hatten, welches ihnen mehr Vorteile als Attika selbst gewährte. Wie mussten sie nicht alle Ursache haben, ganz mutlos zu sein? Am meisten aber beunruhigte sie die ganz nahe liegende Furcht, es möchten die Feinde nach ihrem Siege in ihren von Schiffen entblößten Hafen Piräus einzudringen wagen, und schon dachten sie, jene könnten jeden Augenblick erscheinen, und wären dieselben unternehmender gewesen, so hätten sie jenes leicht ausführen können, und wenn sie ihre Flotte dort eine drohende Stellung hätten nehmen lassen, so würden sie die Stadt entweder noch mehr in Zwiespalt gebracht haben, oder wenn sie dort verweilt und dieselbe belagert hätten, so
würden sie auch die in Ionien stehende Flotte, so sehr diese der Oligarchie abgeneigt war, genötigt haben, den ihrigen und dem ganzen Staate zu Hilfe zu eilen und sich indessen des Hellespontes, Ioniens und der Inseln und des Bezirkes bis Euböa, ja sozusagen des ganzen athenischen Machtgebiets bemächtigt haben. Aber nicht allein dieses Mal, sondern auch in vielen anderen Fällen zeigten sich die Lazedämonier gegenüber von den Athenern als Feinde, denen am leichtesten ein Vorteil abzugewinnen war. Denn die vielseitige Verschiedenheit des beiderseitigen Charakters, indem die einen rasch, die andern langsam, diese unternehmend, jene den Wagnissen abgeneigt waren, gewährte zumal für die Seeherrschaft die größten Vorteile. Dies offenbarte sich auch bei den Syrakusiern, denn da diese am meisten Charakterähnlichkeit mit den Athenern hatten, so führten sie auch den Krieg gegen dieselben mit dem besten Erfolge. Ende von Achtes Buch, Teil 9. Achtes Buch, Teil 10 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. OSIANDER. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Auf jene Nachricht bemannten die Athener nun doch 20 Schiffe und veranstalteten sogleich eine Volksversammlung, jetzt zum ersten Male wieder in der sogenannten Pnyx, wo sie früher gewöhnlich stattgefunden. In derselben wurden die 400 abgesetzt und der Beschluss gefasst, den 5000 die Gewalt zu übergeben, und dazu sollte jeder gehören, der eine schwere Kriegsrüstung aufweisen konnte. Ferner sollte man keinem Amte mehr eine Besoldung geben. Wer dies nicht wollte, wurde mit dem Fluche belegt. Später wurden noch viele andere Volksversammlungen gehalten, in welchen man Gesetzgeber wählte und andere Anordnungen in der Staatsverwaltung machte, und in der ersten Zeit wurde offenbar der athenische Staat jetzt am besten, soweit mein Zeitalter reichte, geleitet, denn es war eine gemäßigte Mischung zwischen der Oligarchie und Volksherrschaft, und dieser Schritt war es, der den Staat zuerst wieder aus seiner schlechten Lage emporhob. Es wurde auch beschlossen, Alcibiades und andere mit demselben in ihre bürgerlichen Rechte wieder einzusetzen. Man schickte an ihn und das Heer in Samos eine Botschaft mit der Aufforderung, sich wieder den Staatsangelegenheiten zu widmen. Während dieser Veränderung entwichen Pisander, Alexikles und ihre Partei und die eifrigsten Anhänger der Oligarchie nach Thessalea. Aristarchus aber, der gerade Feldherr war, wagte es allein unter ihnen in der Eile, einen Haufen von Bogenschützen aus den rohesten Barbaren bestehend, zu versammeln, mit welchen er nach Önoe zog. Es war dieses eine athenische Festung an der Grenze von Böotien. Diesen Ort belagerten damals die Korinther, von welchen die Böotier aus eigenem Antriebe zu Hilfe gerufen worden waren, weil sie durch die Besatzung von Önoe den Unfall erlitten hatten, dass eine Abteilung ihrer Leute, welche von Thessalea nach Hause ziehen wollte, niedergemacht worden war. Mit diesen Böotiern machte nun Aristarchus gemeinschaftliche Sache und belog die Mannschaft zu Önoe, die Athener in der Stadt seien mit den Lazedämoniern übereingekommen, unter anderem auch darüber, dass sie den Böotiern den Platz übergeben sollten, denn unter diesen Bedingungen sei der Friedensvertrag abgeschlossen. Sie aber glaubten ihm, da er Feldherr war und sie wegen der Belagerung durchaus keine Nachrichten hatten, und zogen unter sicherem Geleite ab. Auf diese Weise bekamen und besetzten die Böotier Önoe.
und die Oligarchie und der Parteizwist in Athen hatte ein Ende. Um dieselbe Zeit in diesem Sommer ereignete sich Folgendes bei den Peloponnesiern in Milet, von denen, welche Tissaphernes, als er nach Aspendus zog, dazu aufgestellt hatte, wollte jenen niemand den Sold reichen, und weder die phönizischen Schiffe noch Tissaphernes kamen an. Und Philippus, der demselben mitgegeben worden war, und ein anderer Spartiate, Hippokrates, der auch in Phaselis war, hatten dem Flottenführer Mindarus geschrieben, dass wohl keine phönizischen Schiffe ankommen werden und Tissaphernes ganz widerrechtlich gegen sie handle. Nun wurden sie von Pharnabassus eingeladen, welcher bereit war, ihre Flotte an sich zu ziehen und die übrigen Städte seiner Statthalterschaft zum Abfalle von Athen zu bringen, wie Tissaphernes auch getan, in der Hoffnung, einigen Gewinn dadurch zu erzielen. Mindarus brach also in schönster Ordnung, indem er, um zu verhindern, dass die in Samos Kunde davon erhielten, seine Befehle ganz unerwartet erteilte, mit 73 Schiffen von Milet auf und segelte dem Hellesponte zu. Schon früher waren in diesem Sommer 16 Schiffe dorthin gekommen, welche auch einen Teil des Chersoneses verheert hatten. Er aber wurde von einem Sturme überfallen und gezwungen, in Ikarus anzulegen. Und weil das Meer unfahrbar war, blieb er 5 bis 6 Tage dort und zog dann nach Chios. Als aber Thrasyllus auf Samos erfuhr, dass jener von Milet aufgebrochen sei, so lief auch er sogleich mit 55 Segeln aus und beeilte sich, damit jener nicht vor ihm im Hellesponte ankommen möchte. Als er aber vernahm, dass derselbe in Chios sei, glaubte er, ihn dort einschließen zu können und stellte sowohl auf Lesbos als dem gegenüberliegenden Festlande Wachen aus, um zu beobachten, ob etwa die Schiffe irgendwohin eine Bewegung machten, damit sie ihm nicht entwischten. Er selbst aber fuhr nach Methymna und ließ Mehl und andere Bedürfnisse in Bereitschaft halten, um, wenn die Sache sich verziehen sollte, von Lesbos aus seine Angriffe zur See auf Chios zu machen. Zugleich wollte er, weil Eresus auf Lesbos abgefallen war, einen Seezug gegen dasselbe machen und es womöglich erobern. Es hatten nämlich die methymnäischen Verbannten, welche zu den angesehensten des Orts gehörten, nachdem sie etwa 50 freiwillige schwer Bewaffnete von Cyme herübergebracht und auch vom Festlande einige Miettruppen an sich gezogen, so dass es im Ganzen gegen 300 waren, unter Anführung des Thebaners Anaxander, der wegen Stammesverwandtschaft diese Stelle erhielt, zuerst einen Angriff auf Methymna versucht, und als sie durch die ausgerückte athenische Besatzung von Mytilene dort abgetrieben und dann wieder in einem Treffen vor der Stadt zurückgeschlagen wurden, das Gebirge überstiegen und Eresus zum Abfalle bewogen. Thrasyllus rückte nun mit seiner ganzen Seemacht gegen den Ort an und wollte einen Sturm versuchen. Auch Thrasybulus war mit 5 Schiffen zuvor schon von Samos aus dorthin gekommen, als sie von der Überfahrt der Verbannten gehört hatten. Da er aber zu spät ankam, so begab er sich vor Eresus und beobachtete den Ort. Zu ihnen stießen auch 2 Schiffe vom Hellesponte, welche auf der Heimfahrt begriffen waren, und die methymnäischen Schiffe, so dass im Ganzen 67 beisammen waren, mit deren Bemannung sie Anstalten machten, durch Sturmzeug und alle anderen Mittel womöglich Eresus mit Gewalt zu erobern.
Nachdem Mindaros und die Schiffe der Peloponnesier aus Chios 2 Tage mit Anschaffung von Lebensmitteln zugebracht und jeder von der Mannschaft 3 chiische 40er-Stücke von den Chiern erhalten hatte, so brachen sie am 3. Tage eilig von Chios nach der Hohen See auf, um nicht auf die Schiffe in Eresus zu stoßen. Dann schifften sie Lesbos links lassend gegen das Festland hin. Hier liefen sie im phokäischen Gebiete in den Hafen Karteria ein und hielten dort das Frühmahl, schifften dann am Cymäischen Lande vorbei und nahmen das Hauptmahl bei Agennusae gegenüber von Mytilene ein. Von da schifften sie, da es schon sehr dunkel war, längs der Küste hin und kamen nach Hamathos gegenüber von Methymna. Dort hielten sie Frühmahl und fuhren schnell an Lektum, Larissa und Hamaxitos und andern Orten der Gegend vorbei und gelangten nunmehr nach Rhytheum im Hellespont vor Mitternacht. Einige Schiffe legten auch bei Sigeum und andern Orten dieser Gegend an. Die Athener, welche sich mit 18 Schiffen bei Sestos befanden, merkten, als ihnen die Feuerwächter Lärmzeichen gaben und sie plötzlich im feindlichen Lande so viele Feuer ansichtig wurden, dass die Peloponnesier im Anzuge seien. Sie zogen sich also noch in derselben Nacht in möglichster Eile nahe an den Chersones und segelten längs der Küste in der Richtung von Eleos, um den feindlichen Schiffen in die hohe See zu entkommen und das Weite zu gewinnen. Sie wurden zwar von den 16 Schiffen in Abydos nicht bemerkt, wiewohl die befreundete hereingekommene Flotte ihnen Aufmerksamkeit anbefohlen hatte, dass sie genau Wache halten sollten, wenn jene hinaussegeln wollten. Mit Tagesanbruch erblickten sie die Flotte des Mindaros, der augenblicklich auf sie Jagd machte. Aber nicht alle kamen zeitig genug vorwärts. Die meisten Schiffe jedoch retteten sich nach Imbros und Lemnos, und nur 4, die zuhinterst fuhren, wurden bei Eleos eingeholt. Das eine davon, welches bei dem Tempel des Protesilaos strandete, nahmen sie nebst der Mannschaft und 2 andere ohne die Bemannung. Das 4., welches leer war, verbrannten sie bei Imbros. Hierauf belagerten sie mit den aus Abydos zu ihnen gestoßenen und den übrigen Schiffen, im Ganzen 86 Segel stark, Eleos denselbigen Tag hindurch. Als es sich nicht ergab, fuhren sie nach Abydos zurück. Die Athener, welche sich von ihren Wächtern getäuscht sahen und nicht gedacht hätten, dass die feindlichen Schiffe unbemerkt vorbeikommen könnten, sondern ruhig ihre Berennung von Eresus fortsetzten, verließen auf die Nachricht hievon den Platz sogleich und eilten dem Hellespont zu Hilfe. Sie nahmen 2 peloponnesische Schiffe, welche sich bei der Verfolgung zu kühn in die offene See gewagt hatten und unter sie geraten waren, kamen einen Tag später an und legten sich bei Eleos vor Anker, zogen auch die entflohenen Schiffe von Imbros an sich und rüsteten sich 5 Tage lang zu einer Seeschlacht. Hierauf lieferten sie die Seeschlacht, welche folgenden Gang nahm. Die Athener steuerten in einer Linie längs dem Lande gegen Sestos hin. Als die Peloponnesier dieses bemerkten, so rückten auch sie von Abydos aus jenen entgegen. Und da sie sahen, dass es zur Seeschlacht kommen werde, dehnten die Athener ihren Flügel längs dem Chersonese von Idakos an bis Ariana, 6
36 Segel stark aus, die Peloponnesier aber von Abydos bis Dardanos mit 88 Schiffen. Auf dem rechten Flügel der Peloponnesier standen die Syrakusier, auf dem anderen Mindaros selbst und die besten Segler unter seinen Schiffen. Bei den Athenern stand Thrasyllus auf dem linken, Thrasybulus auf dem rechten Flügel und die übrigen Feldherren, jeder auf seinem Posten, der ihm bestimmt war. Da die Peloponnesier sich beeilten, zuerst den Angriff zu machen und über den rechten Flügel der Athener mit ihrem linken hinauskommen wollten, um ihnen die Ausfahrt aus der Meerenge, wenn es möglich wäre, abzuschneiden, auch den Mittelpunkt zu dem nicht weit entfernten Lande hindrängen wollten, so merkten dies die Athener und dehnten da, wo die Feinde ihnen den Weg sperren wollten, auch ihrerseits den Flügel aus und kamen ihnen im Segeln voran. Ihr linker Flügel aber erstreckte sich bereits über das Vorgebirge, genannt Cynossema, hinaus. Ihr Mittelpunkt war dieses Umstandes wegen schwach und die Schiffe standen weit auseinander, besonders da die Zahl ihrer Fahrzeuge geringer war und die Gegend um Cynossema die Beugung eines spitzen Winkels bildete, so dass man nicht sehen konnte, was jenseits desselben vorging. Die Peloponnesier griffen also den Mittelpunkt an, drängten die Schiffe der Athener aufs Trockene, setzten ihnen auch aufs Land nach und waren auf dieser Seite der Schlacht bei weitem im Vorteil. Auch konnten die vom rechten Flügel unter Thrasybulus, dem Mittelpunkte, wegen der Menge der sie bedrängenden Schiffe nicht zur Hilfe kommen, ebenso wenig die auf dem linken Flügel unter Thrasyllus. Denn Cynossema war wegen des Vorgebirges nicht sichtbar und zugleich drangen die Syrakusier und die anderen, die in nicht geringerer Zahl gegen sie standen, auf sie ein und beschäftigten sie, bis die Peloponnesier, weil sie im Vorteile waren, sorglos der eine dieses, der andere ein anderes Schiff verfolgend, mit einem Teile der ihrigen in Unordnung zu geraten anfingen. Als nun Thrasybulus und die seinigen wahrnahmen, dass die ihnen entgegenstehenden Schiffe innehielten, so dehnten sie ihren Flügel nicht weiter aus, wandten sich gegen den Feind, griffen sogleich an und schlugen denselben, stießen sodann auf den siegenden Teil der Peloponnesier, beschädigten die in Verwirrung umherfahrenden Schiffe und setzten die meisten so in Furcht, dass sie ohne Gegenwehr flohen. Die Syrakusier waren bereits auch dem Thrasyllus und den seinigen gewichen und eilten nun umso mehr zu fliehen, da sie auch die andern auf der Flucht sahen. So war das Treffen für die Peloponnesier verloren, und da sie zuerst hauptsächlich zum Flusse Midius und später nach Abydos flohen, so eroberten die Athener nur wenige Schiffe, weil der enge Raum des Hellespont den Feinden nahe Zufluchtsorte gewährte. Doch schien ihnen dieser Seesieg in der Tat zur erwünschtesten Zeit gelungen zu sein, denn da sie bisher die Seemacht der Peloponnesier wegen ihrer kleinern Unfälle sowohl als wegen des Missgeschicks in Sizilien fürchteten, so fühlten sie sich nunmehr der Unzufriedenheit mit sich selbst sowie des Gedankens enthoben, dass die Feinde im Seewesen einige Bedeutung haben. Übrigens eroberten sie an feindlichen Schiffen 8 chiische, 5 korinthische, 2 ambrasische, 2 böotische und von den Leukadiern, Lacedämoniern, Syrakusiern und Peleneern je eines.
sie selbst verloren 15 Schiffe. Sie errichteten auf dem Vorgebirge, wo Zynos Sema liegt, ein Siegeszeichen, sammelten die Schiffstrümmer und gaben den Feinden ihre Toten unter dem Schutze eines Stillstandes zurück. Auch sandten sie nach Athen ein Dreiruder mit der Siegesbotschaft. Als dieses Schiff ankam und sie den unverhofften Glücksfall vernahmen, so fühlten sie sich nach den neulichen Unfällen bei Euböa und während des Parteizwistes wieder sehr ermutigt und glaubten wieder an die Möglichkeit, dass, wenn sie Eifer und Tätigkeit bewiesen, ihre Sache noch den Sieg davontragen könne. Am 4. Tage nach der Schlacht gingen die Athener in Sestos, nachdem sie ihre Schiffe eilig ausgebessert hatten, unter Segel gegen das abgefallene Cyzicus, und da sie in der Gegend von Harpagium und Priapus die 8 Schiffe von Byzanz vor Anker liegen sahen, schifften sie zum Kampfe heran, besiegten die am Lande befindliche Mannschaft in einem Treffen und bemächtigten sich der Schiffe. Dann gingen sie nach Cyzicus, welches unbefestigt war, brachten es wieder unter sich und trieben Geldsteuern ein. Indessen fuhren auch die Peloponnesier von Abydos gegen Eleos, holten von ihren eroberten Schiffen diejenigen, welche noch in brauchbarem Stande waren, indem die Einwohner von Eleos die übrigen verbrannt hatten, und sandten Hippokrates und Epikles nach Euböa, um die dortigen Schiffe zu holen. Um diese Zeit kam auch Alcibiades mit seinen 13 Schiffen von Kaunos und Phaselis nach Samos zurück und brachte die Nachricht, er habe die Ankunft der phönizischen Schiffe abgewendet und den Tisaphernes mehr als zuvor mit den Athenern befreundet. Er bemannte nun noch 9 Schiffe außer denen, welche er schon hatte, trieb von den Halikarnassiern viel Geld ein und befestigte Kos. Nach diesen Verrichtungen und nach Einsetzung eines Statthalters in Kos kehrte er um die Herbstzeit nach Samos zurück. Als Tisaphernes erfuhr, dass die peloponnesischen Schiffe von Milet in den Hellespont abgesegelt seien, brach er von Aspendus auf und fuhr nach Ionien. Während die Peloponnesier im Hellesponte sich aufhielten, ließen die Einwohner von Antandros aus äolischem Stamme schwer bewaffnete von Abydos auf dem Landwege über den Berg Ida kommen und nahmen sie in ihre Stadt ein, weil sie von dem Perser Arsaces, dem Unterbefehlshaber des Tisaphernes, bedrückt wurden. Dieser hatte auch die Delier, welche Adramyttium bewohnten und von den Athenern wegen der Reinigung der Insel Delos dorthin verpflanzt waren, unter dem Vorwande, dass er ungenannte Feinde zu bekämpfen hätte, zu einem Feldzug, wozu er die angesehensten verlangte, aufgeboten und so unter dem Scheine der Freundschaft und Bundesgenossenschaft herausgelockt. Dann nahm er die Zeit wahr, wo sie das Frühmahl einnahmen, umstellte sie mit seinen Leuten und ließ sie niederschießen. Es fürchteten nun die Antandrier wegen dieser Tat, er möchte auch gegen sie einen Frevel verüben, und weil er auch sonst ihnen unerträgliche Lasten aufbürdete, so verjagten sie seine Besatzung aus der Burg. Als Tisaphernes auch diese Tat der Peloponnesier vernahm, außer dem, was in Milet und Snidus geschehen war, denn auch dort waren seine Besatzungen vertrieben worden, so glaubte er, sich bei ihnen sehr verhasst gemacht zu haben und fürchtete, sie möchten ihm noch weitern Schaden zufügen. Zugleich war es ihm empfindlich, dass Pharnabassus, der seit so kurzer Zeit und mit geringeren Kosten die Peloponnesier an sich gezogen, glücklicheren Erfolg gegen die Athener haben sollte. Er hatte daher im Sinne, zu ihnen in den Hellespont zu reisen, um sich wegen der Vorfälle in Antandros zu beschweren und sich wegen dessen,
was man ihm in Betreff der phönizischen Schiffe und sonst Schlimmes nachgesagt, durch möglichst scheinbare Gründe zu rechtfertigen. Er begab sich also zuerst nach Ephesus und opferte der Artemis. Mit dem Ausgange des auf diesen Sommer folgenden Winters geht das 21. Jahr des Krieges zu Ende. Ende von Achtes Buch, Ende von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. OSIANDER.